Schüler, die Kollegen, liebe Gäste, ich begrüße Sie alle recht herzlich zu unserer Podiumsdiskussion zum Thema Ukraine. Der Titel lautet 4 Jahre Krieg in Ukraine, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Wir wollen heute über verschiedene Dinge diskutieren. Vielleicht vorweg noch, ihr seht es alle, Sie sehen es alle, wir haben noch ein paar technische Probleme. Wir haben jetzt 2 Gäste, die zugeschaltet werden aus der Ukraine vom Militär. Das klappt im Moment noch nicht so gut. Wir hoffen, dass sich das in den nächsten Minuten noch ändern wird, dass wir auch mit den beiden sprechen können und da auch Informationen aus erster Hand aus der Ukraine bekommen. Deswegen will ich dieses technische Drumherum entschuldigen. Wir hoffen, dass es gleich funktionieren wird. Also, am 24. Februar 2022, also nur vor über 4 Jahren, gab der russische Präsident Wladimir Putin bekannt, dass er beschlossen habe, eine militärische Spezialoperation durchzuführen. Seitdem führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine, welcher offensichtlich darauf abzielt, der Ukraine Land, Ressourcen und auch die Souveränität zu nehmen. Russland selber sagt, es ginge ihnen nur um die Sicherheit der Bürger der Ostukraine, um die Abwehr der Gefahren durch eine weitere NATO-Osterweiterung, um die Befreiung der ukrainischen Bürger vor einer korrupten, westlich unterwanderten, auch nazifizierten Gesellschaft. Darüber haben wir schon 2024 hier in der AS eine Diskussionsrunde geführt. Damals hatten wir gehofft, dass der Krieg schnell zum Ende kommen wird, wenngleich unser damaliger und heutiger Gast, Herr Dr. Igor Tartakovsky, damals schon große Zweifel daran hatte. Trotzdem, erst recht vielen Dank, dass wir heute hier sind. Dann begrüßen wir recht herzlich von der Regierungskoalition von der CDU Herrn Markus Vogt, Mitglied des Auswärtigen Ausschusses und auch mit dem Schwerpunkt in der Außenpolitik. Sie sind bereits seit 2013 der stellvertretende Kandidat im Hochtaunuskreis und werden uns heute hoffentlich Einblicke geben, wie die Regierungspartei die aktuelle Situation einschätzen kann. Vielen Dank für Ihr Kommen. Und wir begrüßen Herrn Umi Sobelpur von Bündnis 90 Die Grünen, auch Mitglied des Bundestags und einer seiner Vizepräsidenten, Mitglied des Auswärtigen Ausschusses, sind schon seit 2006 Mitglied des Bundestages, waren bereits Bundesvorsitzende ihrer Partei und bei Ihnen hoffen wir uns auch Einblicke aus der führenden Oppositionspartei auf diese Situation. Vielen Dank, dass Sie da sind. Digital zugeschaltet, und ich hoffe, das klappt bei uns wunderbar, sind uns aus der Ukraine, da bedanken wir uns schon recht herzlich dafür, der Oberstleutnant Boris Kowal, ursprünglich Anwalt aus Kutscha, der mit seiner Familie das dortige Massaker überlebt hat und seitdem als Kommandeur der ukrainischen Armee dient. Und sein Hauptmann Taras Schewtschenko, ebenfalls Mitglied der ukrainischen Armee. Er war mit seinem Bataillon an der Verteidigung von Charkiw beteiligt und ist aktuell in der sehr, sehr wichtigen Drohnenabwehr tätig. Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Wie eingangs angekündigt, versuchen wir das Ganze ein bisschen zu strukturieren. Wir haben jetzt ein bisschen Zeit verloren und schauen, wie wir das reinholen können. In jedem Fall wird es am Ende mehr als eine Gelegenheit haben, für die Schüler Fragen zu stellen.
Wir wollen im Vorfeld nur ein paar Themen abarbeiten. Beginnen wollen wir mal mit der grundsätzlichen Frage nach der Vergangenheit, Verantwortung und Fehleinschätzung. Wir haben alle ja letztes Jahr eine Menge darüber gehört, warum dieser Krieg ausgebrochen ist. Wollen deswegen das gar nicht mehr so sehr vertiefen. Aber alle wissen ja, wenn wir dann später über mögliche Lösungen sprechen wollen, sollten wir natürlich darüber erstmal sprechen, wie der Krieg ausgebrochen ist, weil Lösungen ja auch an Ursachen ansetzen sollten. Dementsprechend wollen wir kurz nochmal auf diesen Punkt zurückgehen. Herr Dr. Tarakowski, mit Ihnen würde ich gerne anfangen. Achso, Entschuldigung, ganz kurz. Neben mir sitzt die Frau Alexandra Mungas, die wird mich heute unterstützen in der Übersetzung und ja, wollte ich nicht unterschlagen. Vielen Dank für die Hilfe. Jetzt aber. Herr Dr. Tarakowski, wir dürfen Sie zum zweiten Mal heute als Gast hier begrüßen. Sie hatten schon Ende 2024 große Zweifel daran, dass der Krieg bald zu Ende ist. Auch sei der Krieg in Ihren Augen abzuwenden gewesen. Aber die Welt und vor allem im Westen haben in Ihren Augen die Lage und vor allem auch den russischen Präsidenten Putin massiv unterschätzt. Können Sie für uns bitte noch kurz zusammenfassen, wo Sie die Ursachen dieses Krieges sehen? Ja, vielen Dank für diese Einladung. Ich möchte ganz kurz zusammenfassen, wie diese Situation gesehen von meiner persönlichen Einschätzung. Es geht Nummer eins, es ist eine sehr komplexe Frage. Und natürlich Nummer eins ist die Persönlichkeit von russischen Diktator, der eine kleine Offizier, KGB-Offizier mit minderwertigen Komplexen, hat eine unbegrenzte Macht erhalten und seine Elite auch. Und er sieht sich auch als ein neuer russischer Reichsbauer. Aber wir müssen immer denken, wenn wir irgendwie in Kontakt mit ihm denken, dass er über sein Ultimatum 2021, er wird wieder dieses russische Reich, das sowjetische Reich aufbauen. Und alles, was rumläuft, dient zu diesem Zweck. Und die zweite Sache, das ist dieses ukrainische Volk, der will auf keinen Fall untertan sein und die demokratischen Werte zu verteidigen. Und Grunde genommen, niemand hat das geschätzt, dass die schaffen sowas. Und dieser Angriffskrieg von Putins persönlichen Sache kann geschätzt werden als Rache. Und das sehe ich ganz grob, ziemlich emotional, diese Situation. Okay, vielen Dank. Wir versuchen mal Herr Kowal, Herr Schewtschenko. Also Herr Kowal, ich hoffe, Sie können uns hören. Sie haben ja in Butscha das Massaker überlebt. Hatten Sie auch den Eindruck, dass der Westen die Bedrohung durch Russland nicht rechtzeitig erkannt hat und somit eventuell eine Teilschuld an den Krieg und an den Taten wie in Butscha trägt? Здравствуйте, Подоланку. Вы нас слышите? Вы нас слышите? Борис? Борис, вы нас слышите? Борис? Нет. Okay. Sonst gehen wir erstmal weiter und gucken, ob es gleich funktioniert. Herr Thieme, würde ich erstmal gleich zu Ihnen kommen. Okay. Herr Thieme, dann würde ich erstmal zu Ihnen kommen. Sie kennen ja die innenpolitische Situation in Russland sehr genau. Wie sehen Sie denn das? Ist dieser Krieg Putins persönliches Projekt? Ist er Ausdruck systemischer Probleme in Russland? Wird eine weitere NATO-Ausarbeitung vielleicht zu gefährlich? Oder gibt es noch andere Gründe, die für Sie relevant sind? Господин Зимин, как вы думаете, на ваш взгляд, эта война, это личный проект Путина или это связано тоже с вопросом расширения НАТО? Здравствуйте. Это огромный Если вопрос. можно, ближе к микрофону. Слышите меня? Да. Здравствуйте, во-первых. Это огромный вопрос, имеет очень сложный ответ, и как минимум это комбинация разных факторов, один из которых, конечно, личность Владимира Путина. Это очень сложный вопрос, das ist eine sehr schwierige Frage.
Und nach der Meinung von Herrn Sien ist es eine Kombination aus unterschiedlichen Faktoren. Und einer dieser Faktoren ist natürlich auch dann die Persönlichkeit von Putin. В России живут очень разные люди. Некоторые из них убиты, некоторые из них сидят в тюрьме из-за своей позиции. Но в целом надо признать, что Россия, мягко выражаясь, представляет опасность для своего места, для Европы, благодаря специфической системе ценностей, которая развилась в результате всей истории Советского Союза, до крушения и до советского времени. Я не знаю, как ли у нас времени все это обсудить. In Russland leben ganz unterschiedliche Menschen, auch manche von denen sind bereits tot, sind ermordet worden und manche sitzen im Gefängnis. Und Russland stellt auf jeden Fall eine Gefahr für Europa dar. Unter anderem dank diesen Werten, die Russland ja auch befolgt und lebt, Werte, die sich auch im Verlauf der Geschichte gebildet hatten, auch im Verlauf der Geschichte von der Sowjetunion. Und jetzt wissen wir natürlich nicht, ob wir schaffen, die ganze Frage ausführlich hier zu behandeln. Das entscheiden wir dann auch in unserem Zeitmanagement. Несмотря на опасность, Россия составляет неотъемлемую часть Европы. В силу своего положения, в силу того, что это источник ресурсов, и это 140 миллионов человек. Aber trotz der ganzen Gefahr, die sich das auch darstellt für Europa, ist es dennoch ein wichtiger Teil von Europa, was natürlich auch in Bezug auf die Ressourcen eine große Bedeutung hat. Okay, vielen Dank. Herr Nurifuhr, für Sie als sehr erfahrene Politiker in den letzten Jahren und auch die letzten Wochen auch sehr speziell gewesen sein, nach einer Pandemie, vor der Krieg in der Ukraine, der Konflikt in Gaza-Streifen eskaliert auf eine nie dagewesene Art und Weise. Die Amerikaner in Person unserer Präsidentenarbeit waren massiv daran, transatlantische Strukturen, Krisenstrukturen, wirtschaftliche Strukturen zu zerstören. Und für Sie als gebürtigen Iraner müssen die letzten Wochen auch nicht so einfach gewesen sein, wenn man sieht, dass das Land fast 3 Jahrzehnte lang kontrolliert wurde und jetzt auch von unserer Zukunft steht. Ist es für Sie wirklich nicht so ganz einfach. Das Positive in Iran hervorheben will, das haben wir auch in der Sendung letzte Woche gesagt, die autokratische Regierung Irans hat die folgenden Jahrzehnte lang mit Gewalt unterdrückt, ist jetzt aber weg. Die autokratische Regierung in Russland ist weiterhin da und führt den Krieg gegen die Ukraine. Müssen solche Regierungen zwangsläufig weiterhelfen? Lässt sich hieraus eventuell irgendwie etwas zu den Gründen für den Krieg in der Ukraine generell ableiten? Vielen Dank für die Einladung. Ich darf sage ich 3 Sätze vorher, bevor ich auf Frage beantworte. Erstens, vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Es ist ein unglaublich wichtiges Thema. Danke, dass wir das diskutieren dürfen. Zweitens, ich möchte einen speziellen Dank an Frau Mungenach aussprechen. Diese Übersetzungsarbeit ist Hölle schwierig und anstrengend. Die macht das wie ein Profi, 1000 Dank. Und das Dritte ist, ich möchte wirklich hier Naseweisheiten hier reinbringen, aber es finde ich wirklich relevant. Ich hätte etwas auszusetzen an den Titel der Diskussion. Der Krieg begann vor 12 Jahren. Der begann nicht vor 4 Jahren. Das hat eine Relevanz auch für die Verfasstheit der Ukraine, der Erschöpfung der Leute, die Art, wie sie da dennoch stehen. Ich glaube, das darf man nicht unterschätzen. Das Regime im Iran ist ja nicht gefallen. Fortsetzung folgt, wir werden es sehen. Ich habe selbst voller Scham in Kiew vor einem Wohngebäude gestanden, das komplett zerstört worden ist, dadurch, dass es iranische Kamikaze-Drohnen gab, die da reingeflogen sind. Das ist permanent so, dass Iran und Russland die ganze Zeit einander helfen, Waffen hin und her schieben und so weiter. Und dann kommt noch Nordkorea dazu und ein paar andere. Wenn man sich diese Diktaturen anschaut, die haben nicht besonders viel gemein. Die sind ideologisch sehr unterschiedlich. Iran ist eine islamistische Diktatur, Putin möchte ein Imperialherrscher sein. Das passt nicht zusammen. Eigentlich müssten sie einander hassen. Aber es gibt 2 Dinge, die sie gemein haben. Das eine ist, was Sie gerade beschrieben haben, nämlich, dass sie eigentlich auf alle Fragen immer nur mit
Reif und 2 Auberginen, die gehen auf die Straße und sagen, uns geht schlecht, auf sie wird geschossen. Das ist das, was diese Diktaturen gemeint haben. Und das Zweite ist, die hassen uns und unsere Freiheit. Und das führt sie zusammen. Und deshalb haken sie sich unter gegen den Westen, gegen Demokratie, gegen Freiheit. Und deshalb ist es notwendig, dass wir einander beistehen und deshalb ist es notwendig, dass wir der Ukraine helfen, weil wenn wir einander nicht helfen, die anderen helfen einander. Und dann werden wir verlieren, wenn wir nicht beieinander stehen. Okay, vielen Dank. Da werden wir auch noch darauf eingehen im Laufe der Veranstaltung. Herr Koch, Sie möchten auch gerne noch kommen bei der Frage. Aus Jeli und die CDU haben wir den Angriff sehr schnell als Karl-Völkerrechtsbruch bezeichnet. Man hat auch mitbekommen, dass gerade Ihre Partei direkt zu Beginn nach dem Ausbruch dieses Krieges ein bisschen Kritik einstecken musste. Da gab es Vorwürfe, die CDU und die geführte Regierung hätte Russland zu lange unterschätzt, man hätte zu spät auf Russlands Aggression gegen die Annexion der Krim reagiert, gleichzeitig auch zu sehr auf wirtschaftliche Kooperation, politische Einbindung Russlands gesetzt, statt vielleicht auch ein bisschen früher Sicherheits- und politische Maßnahmen Abstellungsstrategien zu fahren. Das hören wir natürlich auch mal wieder das Thema Nord Stream 2, wo gesagt wurde, naja, das hätte man zu sehr vorangetrieben und hätte sich von Russland abhängig gemacht und dann auch Putin noch mit relativ viel Geld versorgt für seinen Krieg. Wie stehen Sie zu diesen Vorwürfen? Wo sehen Sie die Verantwortung für den Konflikt? Also ich teile die Einschätzung von Omid voll und ganz, dass der Krieg 2014 anfängt, aber das Problem fing früher an. Also ich will jetzt hier keinen Überbietungswettbewerb haben, aber wir haben 2007 einen ausgesprochen aggressiven Auftritt Putins bei der Münchner Sicherheitskonferenz gehabt. Wir haben 2008 den Teilüberfall auf Georgien erlebt und spätestens dann musste eigentlich klar sein, mit wem wir dort Verhandlungen führen. Und trotzdem ist in der Zeit auch zwischen 2008 und 2014 nichts passiert und nach 2014 auch nicht. Und natürlich ist es klar, einfach auch aus heutiger Sicht zu sagen, Fehleinschätzung, es wurde nicht energisch genug gehandelt. Das ist auch so. Aber jetzt gehört zu der Frage, habe ich eine Erkenntnis auf die Frage, was kann ich lösen? Wir hatten die Situation, dass 2014 der Staatssekretär im Kanzleramt aus Hessen kam, also aus meiner Landesgruppe, der uns immer sehr vertrauensvoll und vertraulich berichtet hat, wie kompliziert und schwierig das überhaupt war, auf europäischer Ebene überhaupt eine Reaktion auf diese Invasion der Krim zu erreichen und dass das, was danach gekommen ist, Minsker Abkommen und alles, natürlich nicht das war, was wir gebraucht hätten, aber mehr war zu dem damaligen Zeitpunkt auf europäischer Ebene offensichtlich leider nicht drin und das ist leider die Erkenntnis, die wir haben. Wir haben als Europäer viel zu spät erkannt oder vielleicht auch nicht wahrhaben wollen, mit wem wir da am Tisch sitzen oder wer unser Gegner ist. Zur Wahrheit gehört aber auch dazu, wenn wir über die Frage Abhängigkeiten von Gas und solchen Themen reden. Ich habe jetzt auch keinen Aufschrei der deutschen Wirtschaft gehört nach 2014, dass wir das unabhängiger machen müssten. Also wir haben aus heutiger Sicht rückwirkend betrachtet zu spät reagiert, nicht entschlossen genug reagiert, wenn wir 2014 spätestens so reagiert hätten, wie wir es zumindest dann in den Monaten nach diesem Überfall auf die Ukraine reagiert hätten, bin ich sicher, wäre 2024 so nicht passiert, wenn 2022 nicht passiert. Aber das Entscheidende ist eben, dass wir daraus versuchen, jetzt wenigstens die richtigen Schlüsse zu ziehen und die Ukraine bei ihrem Kampf weiter zu unterstützen. Die Ukraine muss diesem Kampf standhalten, muss diesem Druck standhalten und wir müssen unserer Verpflichtung nachkommen, sie dabei zu unterstützen. Okay, vielen Dank. Ja, ich glaube, das ist auch generell ein wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Vergangenheit ist wichtig, man muss wieder schauen, wo die Ursachen gelegen haben. Aber natürlich geht es in erster Linie darum, dass wir jetzt versuchen, der Ukraine zu helfen oder auf jeden Fall diesen Krieg zu beenden. Einmal würde ich gerne noch nachhaken, weil man ja sozusagen die Gegenseite nicht aufs Wort kommen lassen kann. Ich habe es ja am Anfang erwähnt. Russland selber spricht ja nicht vom Krieg, sondern von einer Spezialoperation, was natürlich auch völkerrechtlich auch alles so macht. Man spricht mal von, man müsste ja Gefahren des ukrainischen Volkes abwenden und sehr oft hört man natürlich auch, okay, Gefahr durch die NATO droht, Gefahr durch die Osterweiterung. Die Frage, die ganz einfach ist, wenn Sie dazu noch was sagen, hat da Russland einen Punkt oder ist das im Prinzip nur vorgeschobener Grund, warum man da einen Krieg führt? Wie geht die Frage? Von allen. Noch besser anfangen? Sie können gerne anfangen. Russland hat da gar keinen Punkt. Ich musste sehr lachen, muss ich zugeben, weil einer der Gäste, der zugeschaltet ist, heißt Taras Shevchenko. Ich wurde schon
Putin bestreitet das Existenzrecht und die Identität der Ukraine. Die sagen, die Ukrainer sind Kleinrussen. Das ist wirklich ein feststehender Begriff. Und deshalb wollen die ja gar niemanden befreien, die wollen die Ukraine auslöschen. Und die Identität der Ukraine auslöschen. Und es gibt ohne Ende Zitate von Putin und Konsorten, die das auch sagen. Und wenn jemand, sein Nachbarn, dann auch noch das größte Land Europas, das zweitgrößte Land Europas einfach vernichten will, dann ist ehrlich gesagt am Ende des Tages nicht die zentrale Frage, hat die CDU mal einen Fehler gemacht oder hat die Ukraine irgendwie mal ein falsch Däumchen gedreht, sondern da ist eine brutale Aggression und die muss man abwehren. Und alles andere ist erstmal nicht relevant. Ja, unterstreiche ich voll und ganz. Und man muss ja auch sagen, wenn man jetzt mal noch weiter in die Geschichte zurückschaut, Budapester Memorandum, wo ja Russland sich als Garantiemacht für die Ukraine verpflichtet hat, im Gegenzug für Abgabe der Atomwaffen, fängt ja dieses Problem da schon an, spätestens. Und man sieht ja auch, ich weiß nicht wie viele Monate oder jedenfalls kurz davor ja auch von dem französischen Präsidenten Macron vor dem Überfall Russlands auf die Ukraine der Satz geprägt worden ist, dass die NATO eigentlich braindead ist, also eigentlich nicht mehr existiert. Und wenn wir ehrlich sind, war das ja eine nicht ganz falsche Beschreibung des Zustands. Die NATO war relativ geschwächt, also von der ging nun wirklich keine Gefahr aus. Und deshalb ist schon dieses Narrativ völlig irre. Und man sieht ja auch an Ländern wie Schweden und Finnland, die niemals darüber nachgedacht haben, Mitglied der NATO zu werden, die es dann aber durch diesen Angriffskrieg überhaupt erst geworden sind, dass andersrum gut raus wird. Also die Bedrohung ging nicht von der NATO aus, sondern von ihren Ländern. Und wir haben abgesehen davon natürlich auch das Selbstbestimmungsrecht der Völker, dass jedes Volk entscheiden kann, will ich Teil der EU werden, Teil der NATO werden, ja oder nein. Und deshalb passt das natürlich ins russische Narrativ, leider insbesondere in Ostdeutschland auch ein sehr erfolgreich verbreitetes Narrativ, aber mit der Realität hat es leider wenig zu tun. Vielen Dank. Auch die Frage an Sie. Вопрос заключается в том, что Российская Федерация не говорит о так называемой о войне, а говорит о так называемой специальной военной операции, то есть называет войну специальной военной операцией. И Российская Федерация говорит о том, что специальная военная операция необходима якобы для предотвращения коррупционного режима в Украине, а также чтобы предотвратить опасность для украинского народа и для русскоязычных украинцев, предотвратить опасность расширения НАТО, предотвратить опасность Запада. И, как утверждает Путин, это необходимо, нет другого выбора, это необходимо. Необходимость этой войны существует с точки зрения Российской Федерации. Как вы думаете, какую роль играет Европа и в целом Запад, и какую роль играет в начале этой войны расширение НАТО на восток? И, конечно же, планы Украины присоединиться к Европейскому Союзу. Но, как мы видим, роль Европы не слишком успешна, поскольку идет не война. А чтобы понять, что в голове у России и у россиян, нужно осознать, что Россия ведет три войны. Одна война – это гражданская война. Война внутри страны между гражданами одной бывшей страны, Советский Союз. Война империалистическая. Это когда метрополия Москва хочет захватить или там проглотить какую-то часть Украины. И третья война – это антиимпериалистическая, которая Россия пытается вести со всем остальным миром, воспринимая весь мир как империю, против которой борется. Вот этот компот очень опасный, он находится в голове идеологической в голове России. Das ein bisschen zu verstehen, welche Rolle auch Europa und der Westen dabei spielt. Man kann auch sehen, dass die Rolle des Westens auch nicht besonders erfolgreich in dem Fall ist. Und um zu verstehen, was eigentlich im Kopf derjenigen ist, die den Krieg auch angefangen haben, also in dem Fall auch der
Relation muss man ja auch verstehen, dass Russland heutzutage 3 Kriege an sich führt. Zum einen ist es der Bürgerkrieg, also dass innerhalb des Landes ja auch unterschiedliche Ansichten aufeinanderprallen und dass der Staat auch gegen die eigene Bevölkerung auch einen Krieg führt. Der zweite Krieg ist, das ist der imperialistische Krieg, also das Begehren von Russland nach einem alten Imperium, also in dem Fall will er auch Moskau, die Ukraine auch bei sich haben. Und der dritte Krieg ist der sogenannte antiimperialistische Krieg. Das heißt, dass Russland in der Figur der ganzen Welt ein Imperium sieht, gegen das es versucht auch in seinem Kopf ja auch zu kämpfen. Und das muss man auch verstehen, dass die ganze Welt dann als Imperium gesehen wird und als den Feind angesehen wird. За исключением короткого периода, в начале постсоветской России, когда Россия была готова к интеграции много к чему, в остальное время расширение НАТО воспринимается в России как глубоко враждебное явление. Also ausgenommen die Zeit kurz nach der Zerfall der Sowjetunion, da gab es noch eine Zeit, in der NATO-Erweiterung nicht als feindlich angesehen wurde, wird heutzutage und zu Putins Zeit, also nach der Erweiterung, als eine feindliche Geste ja auch betrachtet. Was wollte noch was ergänzen? Ja, ich wollte ganz kurz ergänzen, von meiner Sicht, wenn wir anschauen auf Putins Rhetorik, es ist sehr ähnlich die Rhetorik und die Begründungen, als Adolf Hitler benutzt, um seinen Aggressionskrieg rechtfertigen. Wir sind gezwungen worden, diesen Krieg anzufangen. Wir müssen deutsch sprechende Minderheiten verteidigen. Die gleichen Worte kommen von Putin. Aber von meiner Sicht, die richtige Gefahr für ihn ist es ein ukrainisches Volk. Und es ist ein Nachtraum für ihn, das genauso könnte in Russland wiederholt werden. Die ganzen Proteste, die haben wir gesehen in Ukraine in 2005 und 2014. Die ukrainische Volk hat gesagt, nein, wollen wir selber unser Schicksal, wollen wir in unseren Händen Schicksal haben. Nicht von russischer Regierung, nicht von Moskau, nicht von Kreml. Okay, vielen Dank. Also wir sehen, die Ursachen sind einerseits vielschichtig, andererseits vielleicht auch ganz einfach, wenn man sieht, was Herr Putin da vorhat. Wir haben jetzt hier einen Krieg, der läuft seit 4 Jahren, wo noch kein Ende in Sicht ist. Trotzdem würden wir an der Stelle gerne mal darüber sprechen, was wir jetzt sozusagen machen können, um den Krieg eventuell zu beenden. Also was so Möglichkeiten kommen, wie man da vielleicht irgendwann mal sagen kann, der Krieg ist beendet. Wir möchten verschiedene Dinge thematisieren. Ich würde gerne anfangen mit etwas, was eigentlich immer bei jeder Verhandlung, bei jedem Krieg am Anfang stehen sollte, nämlich der Diplomatie, also Verhandlungen über einen Frieden. Wenn wir jetzt mal die letzten Jahre uns anschauen, was da gelaufen ist, dann ist es doch sehr nüchtern. Am Anfang gab es Gespräche über humanitäre Korridore, Getreidelieferungen und so weiter. Seitdem gibt es faktisch keine erfolgreichen Friedensgespräche. Mal hat Russland mit Amerika gesprochen, mal hat die Ukraine mit Amerika gesprochen und hat eigentlich nicht zu dritt gesprochen. Auch hat die Ukraine auch mitgeteilt bekommen, was da für Ergebnisse sind. Dazu zeigen die letzten Monate ja relativ deutlich, dass man bei den Forderungen weit auseinander liegt. Russland besteht auf Punkten, die für die Ukraine nicht hinnehmbar sind. Die Kernforderungen sind ja Anerkennung der von Russland annektierten Gebiete, inklusive Gebiete, die man noch gar nicht besetzt hat, Anerkennung der Krim, plötzlich der Ukraine auf NATO-Mitgliedschaft, sowie eine komplette Demilitarisierung der Ukraine. Ich kann leider die beiden Herren vor Ort nicht fragen, deswegen würde ich die Frage an Sie beide weitergeben. Wie sehen Sie das? Welche roten Linien sollte es denn für die Ukraine bei Verhandlungen geben? Weil man muss sich ja immer in Bewusstsein rufen, man kämpft gegen den Feind, der scheinbar gnadenlos vorgeht, den Menschenleben nicht zu interessieren scheinen, wie Kutscher. Und wenn man jetzt versucht, mit denen irgendwelche Verhandlungen einzutreten über Frieden, welche roten Linien Ihrer Meinung nach sollte man da nicht überschreiten? Sie mich fragen,
Россия, ни Украина не чувствует, не видит сейчас возможности для переговоров. Грубо говоря, война для каждой из сторон дешевле мира. Вот и все, что можно сказать. Я считаю, что моя задача всемирно увеличивать силу Украины. Тогда будет шанс о чем-то договориться более приемлемым для Украины. И может возникнуть базу для переговоров. Спасибо. Also was das ukrainische rote Linien angeht, wir haben heute auch Gäste, die online sind, am besten aus der Ukraine, die zu befragen sind. Wir können diese Frage besser beantworten. Was so eine gute Basis für Diplomatie ist seitens Russlands, das ist ja auch die Stärke. Also wenn man keine Stärke, also keine Macht ja auch hat, ist es auch schwierig, diplomatische Ansichten der anderen zu akzeptieren. Eine sehr traurige Realität besteht auch darin, dass sowohl die Ukraine als auch Russland heutzutage auch keine Möglichkeiten für Friedensverhandlungen auch sehen. Aus einem einfachen Grund, weil für beide Länder der Krieg zurzeit billiger, günstiger ist als der Frieden. Und seine Aufgabe, also die Aufgabe von Herrn Siemen, er sieht seine Aufgabe darin, Ukraine so stark wie möglich zu machen, sie auch zu stärken, dass der Sieg ja auch möglich ist, dass sie auch in diesem Krieg ja auch gewinnen kann. Пожалуй, самая важная вещь для переговоров с путинской Россией, повторю еще раз, это сила. Путин по своему авторитету это бандит, преступник, бандит прежде всего. И любое проявление слабости многократно усиливает его позицию, его самого. Поэтому ничего кроме силы, которая может привести Европу и Украину, не поможет продвижению мира. Спасибо, Sascha. Herr Siemen betont noch einmal, dass eine ganz wichtige Sache für eine ganz wichtige Basis für Friedensverhandlungen ist, Russland gegenüber mit Macht und Kraft zu stehen, also mit ganz viel Stärke. Und Putin ist ja auch ein Krimineller, Putin ist auch ein Verbrecher und er handelt auch mit seiner verbrecherischen Moral und denkt auch in diesen Kategorien. Und jedes Anzeichen von Schwäche ist für ihn ein Zeichen auf jeden Fall einer Kraft und ein Zeichen dessen, dass man auch nicht aufhören soll. Also deswegen die wichtigste Sache für Friedensverhandlungen ist die Stärke. Okay, vielen Dank. Dann können wir gerne weitergehen an die Politik. Herr Koop, Ihr Kanzler Merz hat vor kurzem gesagt, dass Friedensverhandlungen mit Russland eine reine Utopie seien. Er sprach von einem reinen Abrüstungskampf, der erst in der totalen Erschöpfung einer Seite enden würde, entweder militärisch oder ökonomisch. Und weiter hat er in einem Interview gesagt, Vernunft und humanitäre Argumente werden Putin nicht überzeugen. Das deckt sich ja mit dem, was die beiden Herren uns eben auch gesagt haben. Also auch die Frage an Sie, bedeutet das eine ganz klare Absage an Diplomatie, an Gespräche und die Fokussierung auf andere Wege, um den Krieg zu beenden? Es ist keine Absage an Gespräche, aber ein Appell an Realismus bei diesem Thema. Also Diplomatie funktioniert nur dann, wenn beide Seiten oder zumindest in dem Fall Russland Interesse daran hat, dass es eine Lösung gibt, aber sie haben kein Interesse daran, weil sie eben glauben, dass sie auf dem Schlachtfeld mehr erreichen können als durch Diplomatie. Und man muss ja auch sagen, das ist ja auch die Diskussion, die wir ja im Bundestag auch wieder erleben von den linken und rechten Vertretern, die immer wieder sagen, es müsste mehr Diplomatie geben. Wie viele Staatschefs sind denn alleine, bevor dieser Angriffskrieg angefangen hat, nach Moskau gepilgert, haben dort an diesem absurd langen Tisch gesessen, versucht man Putin davon abzuhalten, diesen Angriffskrieg zu führen. Und auch währenddessen gab es ja jede Menge Initiativen, ob das von der Türkei war oder ob das auch jetzt von den USA war oder von wem auch immer. Auch im Hintergrund gibt es natürlich nach wie vor Diplomatie, aber man muss einfach sagen, dieser Krieg könnte schnell durch zwei Dinge enden. Das eine ist, dass Russland seine Truppen aus der Ukraine zurückzieht, dann haben wir Frieden. Und der andere ist, dass China seinen Einfluss geltend macht auf Russland, sagt, es ist gut,
einer Situation, in der man einfach anerkennen muss, dass wir mit Diplomatie an Grenzen kommen. Das ist bedauerlich, weil wir alle, ich sage mal, wir stehen morgens auf, eigentlich Politik zu machen, um unser Land und auch Menschen zu schützen. Wir nehmen aber zur Kenntnis, dass wir ein Land wie Russland haben, dem es völlig egal ist, dass 1,2 Millionen Staatsbürger tot, verwundet, vermisst oder sonst was sind. Das ist denen egal. Und solange das in einer Gesellschaft so ist und es auch aus dieser Gesellschaft heraus keinen Druck gibt, diesen Krieg zu beenden, sehe ich ehrlich gesagt für Diplomatie im Moment keine Chance, diesen Konflikt zu lösen, diesen Krieg zu lösen. Dass irgendwann natürlich das Ende dieses Krieges ein diplomatisches sein wird, ist auch klar, aber im Moment muss ich ehrlich sagen, ist meine Hoffnung, dass wir das mit diplomatischen Mitteln lösen, aufgrund der Verhaltensweisen von denen, die es beeinflussen könnten, sehr, sehr gering. Da würde ich direkt zwei Fragen noch anschließen. Eine ist sehr vielleicht noch interessant zu wissen, ist vielleicht nicht allen hier im Raum klar. Warum übernimmt denn der Nachbar China nichts? Warum haben die dann gesagt, die haben noch Interesse daran, dass der Krieg weitergeht? Und zweite Frage, wäre vielleicht nochmal an Herrn Zini gerichtet, warum übernimmt denn die russische Bevölkerung nichts? Gerade am Anfang des Kriegs hatte man das Gefühl, dass es doch ein paar Mütter gibt, die nicht so begeistert sind, dass plötzlich ihre Kinder sterben. Seitdem hört man aber nicht mehr viel davon. Also erste Frage, warum übernimmt China nichts? Also ich glaube schon, dass China etwas dahingehend unternimmt, dass es versucht, am Anfang auch mit dazu beigetragen hat, dass wir keine atomare Auseinandersetzung bekommen. An der Stelle glaube ich, dass China kein Interesse daran hat, dass dieser Krieg in dieser Art und Weise eskaliert. Aber es ist völlig klar, solange Kapazitäten, sei es von den Amerikanern, sei es von den Europäern, in der Ukraine im Osten gebunden sind, ist das Handlungsfeld für China in seinem Verantwortungsbereich relativ frei. Und das ist ja auch das, was wir eben erleben, dass die Amerikaner sich ja auch deshalb zurückziehen, weil sie eben stärker in den Pazifik Präsenz ausweiten wollen. Also deshalb, China hat ein Interesse an, ich glaube, dass dieses Verhältnis China und Russland lange nicht so harmonisch ist, wie das immer dargestellt wird. China ist sozusagen, Russland ist für China in meinen Augen ein nützlicher Idiot, bei dem sie ein Interesse daran haben, dass er diesen Krieg nicht verliert, bei dem sie aber auch ein Interesse daran haben, dass er nicht zu stark ist. Und das, glaube ich, ist das, was auch Chinas Handeln in diesem Konflikt, in diesem Krieg ein Stück weit beherrscht. Also in der Erziehung vielleicht immer die Frage, die eben auch aufkam, warum gibt es denn der russischen Bevölkerung da eventuell nicht mehr Aufbegehr gegen Putin? Warum, also man merkt ja, also sie haben ja auf jeden Fall einen gewissen wirtschaftlichen Druck, merkt die Bevölkerung, wie gesagt, sterben Kinder im Krieg. Am Anfang dachte man, da passiert nichts. Und wie gesagt, ich habe eben angehört, da hat man schon das Gefühl, gerade in den ersten Monaten, dass da Unzufriedenheit in Russland teilweise vorherrscht, dass da Kinder sterben. Jetzt mittlerweile lädt Putin auch Mütter von gefallenen Kindern ein, um sie zu präsentieren vor der Scholz. Also warum passiert da in der russischen Bevölkerung nichts? Вопрос, который возник здесь, в первую очередь был вопрос господина Золокова, почему не предпринимает Китай ничего против этого. И второй вопрос, который относится к вам, почему, на ваш взгляд, российский народ Российской Федерации не предпринимает достаточно, не противостоит войне в Украине, хотя матери, конечно же, знают, что дети умирают на войне, хотя есть тоже определенное давление в экономическом плане, и все-таки почему не происходит протеста? Вам хорошо известна история собственной страны. Вспомните, сколько времени ушло у Германии на денацификацию и в каких это было условиях. И что делал народ для того, чтобы восстать, чтобы сменить власть в Германии в 1944 году? Вам это все знакомо. Примерно то же самое происходит в России, только все гораздо хуже, в том смысле, что никакой оккупационной армии в России не будет. И для того, чтобы поменять состояние мозгов, уйдет много больше, чем несколько тысяч лет, которые прошли в Германии. Поколение
also diese Notifikation von Deutschland hat ja auch Jahrzehnte gedauert. Und für das Volk war es ja auch nicht einfach, das zu verarbeiten und das so weiter auch zu bringen. Genauso ist es auch in Russland. Es werden ja auch Generationen, neue Generationen, auch viele Generationen heranwachsen und sich abwechseln, bis die Werte, die mittlerweile sich etabliert haben, bis diese Werte sich verändert haben. Und erst dann kann man überhaupt auch von irgendwelchen inneren Protesten oder inneren Widerstand sprechen. Про возможность смены режима тоже есть несколько примеров. Имя Венесуэла, Северная Корея, Иран. Es gibt ja auch unterschiedliche Regimewechselarten und wir haben ja auch als Beispiel Venezuela oder jetzt auch den Iran. Ich würde gerne ein paar Takte sagen. Erstens, es stimmt ja nicht, dass China nichts macht, sondern China hilft ja relativ aktiv den Russland. Auf der einen Seite kaufen sie ihre Öl und Gas und finanzieren dann mit Putin, auf der anderen Seite liefern sie ohne Ende Güter, die auch im Krieg eingesetzt werden. Das Warum ist es genauso, wie Marx Cook gesagt hat, die haben relativ viele Dissonanzen, die sind sich überhaupt in ganz vielen Fragen nicht einig. Das Verhältnis zwischen China und Russland ist überhaupt nicht harmonisch, aber die haben eins gemein, die stehen gegen uns. Und deshalb machen sie das. Das Zweite ist, die haben ja ein paar Fragen gestellt, ich will einfach mal schnell adressieren. Sie haben beispielsweise die Frage gestellt, was sind denn die Bedingungen für die ukrainische Seite für Frieden? Die Antwort ist, dieser Krieg ist darüber, ob die Ukraine eigenständig existieren darf. Und deshalb müssen das die Leute in der Ukraine alleine entscheiden. Und das, was die da sagen, gilt. Und es steht nicht uns Deutschen oder den Amerikanern oder den Russen zu sagen, was die Bedingungen sind für Frieden. Dann will ich noch zum Thema Diplomatie ein paar Takte sagen. Weil es heißt ja immer, naja, wann machen wir denn Frieden? Warum hören wir auf, irgendwie diesen Krieg zu unterstützen? Und wann wird denn geredet? Also, ich bin im Kriegsland aufgewachsen, ich habe meine Kindheit bis zum 13. Lebensjahr in Bombenbunkern sitzen müssen, wobei wir hatten keine Bunker, wir sind in den Keller gerannt, wenn die Bomben gefallen sind, im Irak-Krieg. Und ich habe mein Leben lang mich mit Krieg beschäftigen müssen und Frieden ist nicht, wenn man den Kopf in den Sand steckt. Frieden ist nicht, wenn man sagt, na gut, dann hört die eine Seite auf, wenn die andere Seite nicht aufhört. Und die Ukrainerinnen und Ukrainer verteidigen sich. Es gibt ohne Ende Gespräche mit Russland. Alle, die sagen, warum wird denn nicht Diplomatie geführt, warum nicht gesprochen, das ist falsch. Es wird nonstop mit Russland gesprochen. Es gab seit 2014 allein mit deutscher Beteiligung über 100 Gesprächsrunden. Das bringt nur gar nichts. Trotzdem müssen wir weiterdenken. Aber ohne die Gespräche hätte es keine Ukraine-Deal gegeben, heißt, dass aus Russland und vor allem aus der Ukraine nicht hätte genug Getreide rauskommen können, damit die Welt auch genug Brot hat. Es hätte ganz viele Gespräche nicht gegeben, wo man Gefangene ausgetauscht hat und vieles andere mehr. Ich habe selber in Runden gesessen, wo wir uns geheim im Wald, das ist wirklich kein Witz, in so kleinen Hütten im Wald getroffen haben. Und da kamen von der russischen Seite Leute, die eigentlich in die Europäische Union gar nicht einreisen dürfen, die hatten eine Sondergenehmigung für diese Gespräche. Wir haben da 3 Tage am Stück geredet und man hatte das Gefühl, man redet mit einer Wand. Wir werden trotzdem weiterreden, aber man sollte nicht so tun, als würde man einfach nur ein bisschen reden müssen und dann wird's gut. Wenn der Wille auf der anderen Seite nicht da ist für Frieden, dann werden wir nicht zum Frieden kommen. Und deshalb, am Ende wird dieser Krieg erst dann fertig sein, wenn die russische Seite, wenn Putin nicht glaubt, dass er militärisch gewinnt. Und solange er glaubt, dass er militärisch gewinnen kann, wird der Krieg weitergehen. Und das ist der Grund, warum wir der Ukraine auch mit Waffen helfen, weil sonst wäre der Krieg nicht zu Ende, sondern Russland hätte gewonnen und der nächste Krieg wäre vorprogrammiert. Vielen Dank. Wenn wir mal festhalten dürfen, Sie haben im Prinzip gesagt, Gespräche sind wichtig, sollte man führen, aber es wird im Prinzip so, als ob Russland nicht so richtiges Interesse daran hätte oder zumindest nicht dahin gekommen auf eine Art und Weise, wo man das Gefühl hat, die wollen wirklich auch einen Frieden schaffen. Sie haben es eben auf den Punkt gebracht, das haben die anderen Gäste ja auch schon gesagt, da ist ein sehr starker Fokus auf diesen Krieg zu gewinnen unter eigenen Bedingungen. Wenn wir jetzt mal ein weiteres Feld aufmachen wollen, man spricht ja immer sehr viel über Sanktionen.
auch Stichwort Energiepolitik. Der Ultraprokratische Partei haben wir schon vor längerem gesagt, sich ganz klar gegen die Energieabhängigkeit gegen Russland gewährt. Und wenn wir jetzt sagen würden, die Gespräche sind gerade nicht um Ziel führen, könnte man überlegen, wäre das vielleicht ein Weg, 2 Fliegen an der Klappe zu schlagen, Deutschland weiter in Richtung eigenständige umweltfreundliche Energieversorgung durch erneuerbare Energien zu bringen und gleichzeitig Russland auch weiter in die Erdkarte zuzudrehen, indem man gar keine Energierohstoffe mehr in Russland bezieht, denn das ist ja momentan immer noch der Fall, bis zu 9% an Energie holen wir ja noch aus Russland. Wäre das in Möglichkeit sagen, ab sofort wirklich gar keine Energie mehr aus Russland? Ich kann dazu was sagen, aber jetzt steht gerade Schalter. Wollen wir vielleicht mal die Leute aus der Ukraine sprechen lassen? So lange, wer weiß, wie lange Zeit. Доброе утро, вы нас слышите? Господин Ковалев, Может, вас слышать, что происходит? мы вас слышим, но очень плохо, очень тихо. Я так само чую вас дуже тихо. Доброе утро. Я вітання від вас в Україні. Витаем. Я буду переводить для вас, если можно, с русского языка на немецкий, и для вас буду переводить вопросы с немецкого на русский язык. Окей? Так, давайте спробуємо відповісти на питання. Спасибо. Ja. Okay, dann vielen Dank. Wir sind schon ein bisschen in der Diskussion fortgeschritten, aber ich könnte auf jeden Fall noch mal fragen, das was ich eben auch hier ins Podium gefragt habe, und da gibt es auch eine Frage an Sie ganz gut. Wir sprechen gerade über ja, die Möglichkeit, den Krieg zu beenden. Verhandlungen gesprochen, und da war unter anderem die Frage, Sie sind ja direkt Betroffener, Sie kämpfen in diesem Krieg. Wie stehen Sie denn zum Thema Verhandlungen? Ist das aus Ihrer Sicht überhaupt etwas, was stattfinden kann? Hat die ukrainische Armee überhaupt Zeit für Verhandlungen? Oder ist Ihrer Meinung nach was ganz anderes gefragt, beispielsweise mehr Waffen oder andere Dinge? Мы немножко уже здесь дискутировали о том, о переговорах, которые, или о возможности, скажем так, мирных переговорах, и о возможности закончить войну. Вам, как человеку, который находится на войне, как вы смотрите на то, как возможно закончить войну? Есть ли время у украинских военных на переговоры? Так, ну, шановні колеги, почнемо з привітання, в першу чергу. Друзі, студенти, для мене велика честь бути сьогодні серед вас. Україна переживає надзвичайно складні часи, і ми відчуваємо, що ця боротьба не лише за нашу свободу, а й за спільні європейські цінності. Я вдячний за можливість поділитися досвідом та думками, адже діалог між нами важливий для того, щоб краще розуміти виклики сучасного світу. Ми цінуємо підтримку, яку отримуємо від європейських громадян, організацій та університетів. І саме завдяки такій солідарності ми можемо прийматися і боротися далі. На жаль, я не повністю почув запитання, але буду видавати відповіді, виходячи з того, як я зрозумів зміст. Звук наразі не дуже гарний. Що стосується, що ми воюємо, то наш противник свідомо свідомо знищує цивільну інфраструктуру, нехтує людськими життями. Це означає наше ставлення. Простите, пожалуйста, у нас тут сигнал тревоги ровный. Мы немножко сделаем маленькую паузу. Одну секундочку, буквально пару минут. Das ist jemand mitbekommen hat, der Übergang aus dieser Mitarbeiter war. Это пробная тревога, это буквально пару минут займет. Bitte auch endlich bestätigen kurz. Скажіть, будь ласка, коли можна продовжити? Сейчас продолжим, сейчас закончится.
Мы сейчас продолжим, одну секунду. Господин Картаковский, вы мне поможете, я насколько смогу пойму, я разумею украинскую, но не совсем хорошо понимаю по-украински, потому что мы родные, но мы попробуем вместе, хорошо? Господин Хаман, спасибо большое, что, во-первых, что вы к нам присоединились из такой тяжелой ситуации. Мы попробуем сейчас продолжить. Вы меня хорошо слышите на данный момент? Дайте знак? Да. Я попробую еще раз сформулировать вопрос, чтобы, может быть, не тратить ваше время, это уже очень дорогое для вас время на данный момент. Вопрос заключается в том, что мы здесь дискутируем вместе с ребятами, со студентами, с нашими гостями о возможности дипломатического решения окончания войны. И это, конечно, сложный вопрос, когда мы говорим об этом извне. Вы находитесь на войне, вы человек, который видит изнутри эту ситуацию. И мы хотели бы узнать, как для вас, как для военного человека, как видите вы возможность, есть ли возможность мирных переговоров, и что должно произойти для этих мирных переговоров. И второй вопрос, конечно, как видите вы, как военный человек, есть ли у украинских военных вообще время на то, чтобы эти мирные переговоры состоялись, или это должно происходить каким-то другим образом? Я попробую, я понимаю немножко украинский, но мне будет, наверное, сложно, но у нас здесь есть тоже гость, который мне поможет. Мы попробуем вместе перевести. Спасибо. Дякую. Мы вас не Я слышим. сподіваюся, що перший вступ, перші слова мого виступу стосувалося вітання аудиторії, до якої я зараз приналежу, і мені дуже приємно бути частиною серед вас. Тому зараз вже почнемо потихеньку відповідати на питання, які ви поставили. Російською мовою я не буду вам відповідати, тому що я знаходжусь, є офіцером, я ношу зараз однострій, я знаходжуся в ньому. Тому я буду говорити російською мовою, народ, який не всі народи, чого я є захисником. Тому, якщо є можливість, переводьте, але якщо ні, будемо уточнювати. Що стосується переговорів, мабуть, передумовою є їхня зупинка агресії ворога. Ви бачите, що трагедія в Бучі, яка стала наслідком цієї агресії, яку світ довго недооцінював, Росія роками демонструвала зневагу до міжнародного права. Але багато хто в Європі сподівався, що загрозу можна стримувати дипломатію. На жаль, це коштувало Україні тисячі життів. Водночас я хочу підкреслити, що сьогодні Захід проявляє солідарність і не дає підтримку, яка допомагає нам вистояти. І для нас важливо зараз не звинувачувати, робити якісь висновки, що більше цього ніколи не допустити такої помилки і вчасно розпізнавати ці загрози диктатури. Що говорити про переговори і про червоні лінії? Для нашої червоні лінії це незалежність держави, право народу на свободу та справедливе покарання за воєнні злочини. Чи є час для цих переговорів? На фронті кожна затримка політичних рішень означає додаткові втрати. Солдати платять життями за нерішучість, і тому ми очікуємо від партнерів таких рішучих дій. Як довго зможемо триматися? Українська армія довела, що здатна боротися навіть у найважчих умовах. І тривалість нашого опору напряму залежить від своєчасної підтримки союзників. І тут я хочу певною мірою висловити особливу вдячність команді благодійного фонду Ігоря Картаковського та Бориса Зиміна, їхній організації Україні, Гільфебанк і Бамбу. Вони збирають кошти, закуповують пікапи, передають і бойові підрозділи. Це допомога дуже важлива та своєчасна. Ворог інтенсивно знищує автомобілі, і потреба у них постійно актуальна. Простите, пожалуйста, я переведу, чтобы немножко, чтобы перевести, а потом мы еще раз продолжим. Я переведу сейчас быстренько то, что вы сказали, хорошо?
So, also Herr Kowal grüßt erstmal alle hier Anwesenden und vor allem Schülerinnen und Schüler und sagt, es ist ihm eine Ehre, dass er heute auch dabei sein darf. Und er ist auch sehr dankbar, dass er heute seine Erfahrungen heute mit allen teilen kann. Es ist eine sehr schwere Zeit für die Ukraine und es ist ja auch so, dass er sagt, er möchte gerne auch auf Ukrainisch sprechen. Also ich spreche selbst kein Ukrainisch, ich kann nur verstehen, aber er spricht Ukrainisch, weil er natürlich auch nicht auf Russisch sich äußern möchte, weil so viele auch, also er ist ja auch der Verteidiger des Landes, was angegriffen wurde, was auch sehr verständlich ist. Und er sagt ja auch, dass in erster Linie es wichtig ist für den Sieg und die Unterstützung für die Ukraine, das ist die Unterstützung von dem Westen. Dafür ist er auch sehr dankbar, was jetzt, weil es die Möglichkeit auch gibt, den Kampf auch weiter bestehen zu lassen. Und was jetzt die Friedensverhandlungen angeht, es gibt einfach die sogenannten Richtlinien oder die Bedingungen, die unbedingt auch erfüllt werden müssen. Das ist auf jeden Fall das Recht auf die Unabhängigkeit, auf Souveränität des Landes, das Recht auf Freiheit, selbst und eigenständig entscheiden zu können, also welchen Teil dieser Welt der auch Ukraine angehören möchte oder gar nicht. Und man muss ja auch sagen, dass die Zeit, die wir uns für Friedensverhandlungen nehmen, hier in Europa, kostet sehr vielen Soldaten und anderen Menschen ihr Leben. Außerdem sagt er auch das, was zum Sieg verhelfen kann. Es ist weiterhin auch die Unterstützung, vor allem Unterstützung auch militärischer Art. Und in dem Sinne erwähnte er auch zum Beispiel die Stiftung von Herrn Selin und andere Stiftungen, die sehr viele technische, also Technik, vor allem auch Autos ja auch liefern, dass die Ukraine auch weiterhin kämpfen kann. Weil das ist für den Kampf selbst im Krieg auf dem Schlachtfeld ist es total wichtig. Спасибо, можете продолжить. Ми не просимо ролю від Європи, там, від інших наших партнерів. Ми просимо розуміння, що ця ситуація і ця війна стосується всієї Європи. І якщо Європі не буде згодні, народ може торкнутися кожного. Адже якщо Росія окупує повністю Україну, вона буде використовувати не тільки економічні ресурси, які є на території, не тільки саму територію, а буде в першу чергу використовувати людський ресурс. Як би там не було, Росія, бачимо, веде свою пропаганду, вона йде інформаційну війну, веде кібератаки, йде гібридну війну. І потім цей людський ресурс, як ми зараз бачимо, наприклад, Донецької, Луганської, інших окупованих територіях, ті люди, українці, які були там, залишилися на тій території, вже воюють на боці Росії проти нас. І тому це велика загроза є сьогодні для Європи і для всіх нас, завершення, скажімо так, цієї війни на користь Росії. Я переведу быстренько, хорошо, спасибо. Hier ist auch die Frage, wie man den Krieg auch versteht in Europa und mit welchen Argumenten auch Russland dann auch ankommt. Vor allem ist es ja auch eine Manipulation mit Ressourcen, die wichtig ist und Russland führt auch den sogenannten hybriden Krieg mit Propaganda, nicht nur in Europa, aber auch auf dem ukrainischen Territorium, auch auf dem Territorium wie Lugansk und Donetsk. Und das ist natürlich eine absolute Gefahr, nicht nur für die Ukraine, sondern tatsächlich auch für Europa. Okay, wir kommen gleich nochmal zurück zu Ihnen. Ich würde mal ganz kurz darauf einhaken, was in der Info versucht hat, noch zu fragen. Es ging ja eben auch um Waffen. Trotzdem würde ich ganz gerne nochmal, da kommen wir auch zu diesem Thema Waffen, wir kommen natürlich gleich noch, ganz kurz mal darauf zurückkommen. Wie gesagt, Energieabhängigkeit, Sanktionen, das ist ja alles so ein größerer Bereich, wo man schauen kann. Und wie gesagt, Deutschland bezieht immer noch eine Menge Energieressourcen aus Russland. Und da wäre eben die Frage, ob man da nicht jetzt absolute Schlussstrich ziehen sollte, um Russland da mal Geldquellen zu entziehen. Nicht nur das, wir haben vor 4 Jahren, im Mai 2022, haben wir zusammengesessen und wir wussten nicht, ob wir die Energieversorgung im Herbst hinkriegen. Wir wussten nicht, ob Stromausfälle ohne Ende kommen werden und ob
genug da sein wird, also dass man auch im Winter, der dann kommen würde, heizen kann. Und wir haben es am Ende irgendwie geschafft, mit so sehr, sehr hohen Kosten. Aber gleichzeitig haben wir eigentlich, dachte ich, alle zusammen eine Lehre gezogen, dass wir von diesen Abhängigkeiten runterkommen müssen. Wir dürfen uns nicht in Abhängigkeit begeben von Diktaturen. Wir haben jetzt schon sehr viele, sei es China, sei es teilweise auch Russland, Sie haben ein paar genannt. Ein Beispiel jetzt aktuell, das russische Staatsunternehmen, das zuständig ist für Gas, ist in Europa sanktioniert. Das, was zuständig ist für Öl, ist in Europa sanktioniert. Das für Atomkraftwerke, Treibstoff quasi zuständig ist nicht sanktioniert. Also Rosatom ist nicht sanktioniert. Der Grund dafür ist, es gibt einfach ohne Ende Länder in Europa, die brauchen das noch, weil sie Atomkraftwerke haben. Und es ist auf dem Weltmarkt nicht genug da. Man muss von den Russen kaufen. Sogar die Amerikaner kaufen Brennelemente von den Russen. Und ich glaube, diese Abhängigkeit runterzufahren, ist unglaublich wichtig. Das sieht man zurzeit auf einer Tankstelle. Es gibt den x-ten bewaffneten Konflikt, Krieg im Nahen Osten. Die Ölpreise explodieren, deshalb gehen auch die Benzinpreise hoch. Deshalb wird alles teurer. Und auch da müssen wir runter. Und bei aller Freundschaft, wir haben jetzt gerade viel miteinander ja in Harmonie ausgetragen, wir haben auch viele Gemeinsamkeiten. Die Frage müssen wir ja nicht immer Nachbarn stellen, weil das ist die CDU-Regierung, die damals Nord Stream hart gefahren hat, zusammen mit der SPD. Und das sind dieselben, die jetzt gerade sagen, wir wollen die Förderung für erneuerbare Energien abbauen, wir wollen nicht so viele Windräder, wir wollen nicht, dass die Leute Zuschüsse bekommen, wenn die Solarzellen auf ihr Dach stellen. Und wir wollen am Ende auch möglichst spät in Elektromobilität einsteigen. Das verlängert die Abhängigkeit. Mir ging es zum Klima, aber auch wenn man an Klimawandel gar nicht so sehr glaubt, wie ich das tue, wir wollen halt einfach aufhören, die ganze Zeit abhängig zu sein von Diktaturen oder von Gegnern, wo man weiß, dass es morgen brennen kann, wie wir das gerade haben. Genau, darauf wollte ich mich dann auch weiterleiten, weil auch der Herr Merz hier mal, unser aktueller Kanzler, ja gesagt hat, okay, wir wollen sorgen, dass Russland den Kampf nicht weiterführen kann, militärisch, ökonomisch nicht weiter finanzieren kann. Da wäre jetzt so eine Abkehr von Gas und aus Russland doch eine gute Sache. Nebeneffekte, die der Hugo noch zum Klima angesprochen hat, könnt ihr mal auf Flaggennetz eine Karte schlagen. Also die Frage an Sie, wann werden wir auch das Energie aus Russland beziehen? Hoffentlich bald. Es gibt ja jetzt auch den Beschluss der EU, dass das bis Ende nächsten Jahres geschehen soll. Ob das so passiert, weiß ich nicht. Aber Ehrlichkeit gehört dazu, dass es Länder gibt wie hier, die ja zumindest versuchen, diese Abhängigkeit zu reduzieren. Da muss ich an der Stelle auch mal ausdrücklich die damalige Regierung loben, das Tempo, in dem diese LNG-Terminals entwickelt. Wenn wir bei allen immer so schnell wären, wie das da gewesen ist, hätten wir viele Probleme nicht. Das war gut. In der Sache richtig und im Tempo super. Da brechen auch keine Zacken aus der Krone.
auch der energiepolitischen Unabhängigkeit ist eines, das uns absolut einschließt. Ja, Und weil das halt auch, das wird ja auch gesagt, Nord Stream 2, natürlich war das ein Fehler, dass das so vorangegeben worden ist. Das war kein rein wirtschaftliches Projekt. Und der Fehler war halt immer zu sehen, wie ist die, und das ist, bin wirklich nach wie vor großer Anhänger von Angela Merkel, aber in dem Punkt, sie sagt ja immer, selbst in Kriegszeiten, als wir in Russland mit Russland im Krieg waren, hat Russland die Energieversorgung nach Europa nicht eingestellt. Das stimmt zwar, aber der Punkt war, dass vergessen worden ist, zu überlegen, könnten wir an einen Punkt kommen, wo wir aus strategischen Gründen sagen, wir wollen euer Öl und Gas gar nicht mehr. Dieser Teil ist definitiv in den Jahren nicht worden zu bringen. Einen Satz noch sagen darf. Wir können jetzt bis zum Ende aller Tage über Nord Stream 2 diskutieren und wer ist schuld und so weiter und so fort. Man kann aber auch immer weiter zurückgehen und davon würde ich abraten. Man kann sagen, seit 2008 haben die Russen Krieg, weil sie gegen den Willen der Bevölkerung und der Regierung Truppen haben in Georgien. Man kann aber auch noch weiter zurückgehen. Es gab keinen einzigen Tag nach Zerfall der Sowjetunion, an dem die russische Föderation nicht Truppen hatte gegen den Willen der Nachbarstaaten. Und zwar in dem Fall in Moldau. Und heute gibt es nicht nur in der Ukraine russische Soldaten, die da nicht stehen dürfen, sondern auch in Georgien und Moldau. Und das ist durchgehend seit 36 Jahren. Und das darf man einfach nicht vergessen. Das heißt, dieses wann seid ihr denn aufgewacht? Das kann man, ich kann das jetzt der CDU vorwerfen, ja, ihr seid eh doof. Und du kannst mir das vorwerfen, aber ehrlich gesagt, das ist durchgehend gewesen. Und die Frage ist, was machen wir jetzt damit, welche Lehren wir jetzt daraus? also Sie haben es beide angesprochen, das ist generell ein sehr schweres Thema. Ist auch immer relativ leicht zu sagen, jetzt kein Öl mehr bitte. Gerade in der aktuellen Situation, Sie haben es auch angesprochen, ich meine, wir hören seit Wochen, Monaten Diskussionen über eine russische Schattenflotte, wo wir dann fragen, warum denken die das nicht mehr ein? Der Herr Wagefuhl, Außenminister, hat erst kürzlich gesagt, ich erwarte jetzt mehr Sanktionen, mehr Regeln, dass diese Flotte nicht mehr Öl liefert. Da werden ja Sanktionen umgangen. Und jetzt haben wir das Problem, das hat der Müllpunkt angedeutet, dass wir die Situation im Iran haben. Und wir kriegen jetzt gerade mit, dass auch in der EU die Ungarn gerade wieder mal Sanktionen blockieren, weil sie sauer sind bezüglich der Buschmann-Pipeline. Der Trump hat nun verlauten lassen, dass er werden Dealen mit den Russen bezüglich ersten Oktober verhängter US-Ölsanktionen, weil der Ölpreis ja komischerweise völlig den Angriff in den Iran teuer geworden ist. Deswegen aufgrund der Zeit, vielleicht mal ganz kurz da eine Einschätzung, ist der Krieg im Iran jetzt vielleicht sogar eine riesige Chance für Putin, da noch mehr Geld zu verdienen und eine Absage an Sanktionen bezüglich, wann holen wir noch viel Öl und Gas aus Russland raus? Ja, ich meine, der Ölpreis ist jetzt heute wieder über $100 gestiegen, der wächst immer weiter und es gibt eine Tücher, die Kriegskasse von Putin, das ist keine Frage. Ja. Oh. Ja, das ist so, habe ich ja schon gesagt, dass solange eben der Ölpreis so ist, wie er ist oder sogar noch weiter steigt, das für Russland natürlich äußerst hilfreich ist. Ich will jetzt auch nicht über die Sinnhaftigkeit oder die Angemessenheit des amerikanischen Vorgehens im Nahen Osten hier großartig nicht auslassen, aber was mich schon überrascht, ist, dass offenbar die Frage, was mit der Straße von Hormuz passiert, erkennbar kein Gegenstand der vorigen Planung gewesen ist, was mich schon etwas irritiert angesichts der Bedeutung, die diese Straße halt immer hat. Also, dass man dann nicht Vorkehrungen trifft, die verhindert, dass Iran in der Lage ist, dort Linien zu verlegen, überrascht mich als militärischer Laie zumindest. Okay, vielen Dank. Also das ist wahrscheinlich ein Problem, was wir kurzfristig nicht lösen können, sondern wir uns darauf einstellen müssen, nicht nur, dass uns Benzin teurer wird, sondern dass das auch eine Gelegenheit ist, für Putin weiter mehr Geld zu verdienen. Aufgrund der Zeit gehen wir mal weiter zum Thema Waffenlieferung, etwas, was ja bei Kobalt angesprochen hat, wo man sehr darauf setzt, auf weitere militärische Unterstützung. 2022, nach dem Ausbruch des Krieges und den ersten Angriff auf Kiew, hat ja auch Volodymyr Zelensky deutlich gesagt, als er angeboten wurde, man könnte ihn ja evakuieren aus Kiew, ich brauche Munition, keine Mitfahrgelegenheit. Und seitdem ist sehr viel passiert. Die Ukraine hält von vielen Ländern, vor allem aus den USA, so aus Europa Waffenlieferung. Das Ganze wird, so will ich es mal behaupten, nicht immer ganz stimmig, nicht immer ganz koordiniert. Und seitdem der Trump wieder im Amt ist, auch nicht immer so, dass auch die Amerikaner da jetzt Zeit Lust drauf hätten und Europa so ein bisschen zurückgelassen haben. Herr Kober, was würden Sie sagen, welche Waffen fehlen aktuell am dringendsten, insbesondere auch für die Drohnenabwehr, wo Sie ja tätig sind? Das sind gerade die ersten Schüsse. Das слышите меня хорошо?
говорили еще о санкционной политике, это была предыдущая тема, и перешли на данный момент к теме поставки оружия в Украину. И мы хотели бы у вас узнать, какое оружие на данный момент необходимо украинским военным. Что сейчас наибольше в дефиците? Что сейчас в дефиците у украинских военных? Мне повторить вопрос, может быть, вы нас слышите? Это вам вопрос. Мы на данный момент говорили о поставке оружия в Украину. О том оружии, какое сейчас необходимо украинским военным, чтобы быть успешными в этой войне. Как вы думаете, есть ли сейчас у украинских военных какой-то дефицит оружия? Если да, то какое оружие самое важное сейчас для вас? Уточніть, будь ласка, до кого питання? До мене чи до Тараса? До вас. Тараса пока нет. Не видим Тараса. Тарас, я бачу, очікує клієнта. Вы у нас пока один на экране, мы пока только вам задаем вопрос. Спасибо. Добре. Надам їй питання. Ми бачимо, що сьогодні тенденція до змін в суспільстві Росії це є саме удари в глибину по їхнім економічним і, так мовити, інфраструктурним об'єктам, в тому числі і по виробничим потужностям. Тому, відповідно, нам дуже потрібна саме така зброя, яка буде дасть можливість наносити удари по цим об'єктам, по цій інфраструктурі в глибину Росії. Тому що саме після таких серій ударів ми бачимо згідно тих інших даних, що змінюється у населення ставлення до самої цієї війни, яка відбувається на нашій території. Дякую. Спасибо. Also Herr Kuba sagt, dass was total wichtig ist, dass es natürlich die Rückschläge oder die Angriffe auf die russische Infrastruktur, damit auch dort, wo Waffen hergestellt werden, dass diese Werke und Fabriken ja auch zerstört werden. Und daher braucht man auch die Waffen, die in der Lage sind, ja auch bis in die Tiefe von Russland ja auch zu gelangen und diese Infrastruktur auch zu zerstören, damit keine Kriegsführung dann auch gestärkt wird. Danke. Ja, das können wir direkt mal aufgreifen. Herr Nico, Sie haben schon lange gesagt, bei den Waffenlieferungen muss mehr kommen. Vermutlich hätte sich so manches Verteidigung vor ein paar Jahren unter unsere Aussage gewundert von Ihrer Partei, die ja als pazifistisch galt. Die Grünen haben von Anfang an in den Konflikt klare Position bezogen. Wie rechtfertigen wir diese Forderung der Waffenlieferung und diesen verbundenen Paradigmenwechsel? Wir haben sehr lange diese Fragen diskutiert und sehr hart umgenommen, mit vielen Brüchen innerhalb der Partei. Und sind zum Ergebnis gekommen, Anwendung von Militär führt immer zum Übel, aber es gibt Momente, wo man es nicht macht, weit größere Übel gibt. Wir haben so viele Fälle, Genozid in Ruanda. Die Wälder zugeguckt, sind von 6 Millionen Leuten 1,5 ermordet worden. Und nichts ist nichts passiert. Und da hätte man nur militärisch dagegen gehen können. Als die Dschihadisten von ISIS den Norden vom Irak überfallen haben und den Norden von Syrien und einen eigenen Staat gegründet haben mit 5 Millionen Leuten, die konnte man nur militärisch aufhalten. Das gab nichts anderes. So, und das hat in meiner Partei vor längerem schon zu einem Umdenken geführt. Wir sind beispielsweise, meine Partei gibt es jetzt seit 46 Jahren und seit 30 Jahren sind wir der Meinung, dass es goldrichtig ist, dass Deutschland Mitglied der NATO ist. Also deshalb, das ist schon lange her, dass wir diese Diskussion hatten und sind zu diesem Ergebnis gekommen. Und wir glauben, dass am Ende die Menschenwürde verteidigt werden muss und wenn sie so unter die Rede geraten soll, wie es der Wille ist von Putin, dann muss man verteidigen. Wissend, dass wenn die Ukraine fällt, das nicht zu einem Frieden führt, sondern dass das zu einem weit größeren Krieg in Europa führt. Und das ist der Grund, warum wir die ganze Zeit auf der Seite der Menschen in der Ukraine stehen. Ich weiß gar nicht, wie oft in der Ukraine, viele von uns reisen, wir reden viel mit den Leuten vor Ort. Und das ist wirklich unglaublich
unsere Unterstützung verdient. Sollte nicht nur militärisch sein, aber zuweilen auch militärisch. Und ehrlich gesagt, mit den Waffen, die wir denen geben können, damit es nicht wird. Ja, der Herr Koban hat ja eben schon gesagt, was er sich da vorstellt. Er hat nicht den Namen gesagt, aber man hat schon rausgehört, dass es da um Landstreckenwaffen geht wie auf den Taunus. Und Ihre Partei hat ja Ende 2025 auf dem Parteitag einen Beschluss gefasst, dass man auch diese Lieferung von Marschflugkörpern unterstützen möchte. Die Ukraine soll genau dieses System erhalten. Das heißt, Wir sind die ganze Zeit dafür. Wir haben es auch gewollt, als wir regiert haben, aber das wollte die SPD dann nicht. Da hat die CDU uns immer sehr gequält und gesagt, ja, warum macht ihr das nicht? Und jetzt haben die dieselben Koalitionspartner. Vielleicht liegt daran, vielleicht hat andere Gründe. Aber ehrlich gesagt, ich weiß die Gründe nicht, warum man der Ukraine nicht die Waffen gibt, die sie brauchen, damit sie sich verteidigen. ja. Wir wissen, dass sie nicht nur sich selber verteidigen sollen, aber Herr Kopp, das können wir direkt an Sie weitergeben. Der damalige Kanzlerkandidat Merz hat Ende 2024 im Wahlkampf gesagt, wir wollen ja nie in die Lage versetzen, Militärbasen in Russland zu erreichen, nicht die Zivilbevölkerung und nicht die Infrastruktur. Dazu wurde die Arbeit durchgeführt, und wurde das angesprochen und auch kritisiert, wird es nicht handeln. Jetzt ist ja Merz Kanzler, das heißt, ich könnte provokante Fragen stellen und bleibt der Taurus. In der Tat ist die Genese, wie das entstanden ist, ja schon gut beschrieben. Wir haben ja sogar auch einen Beschluss im Bundestag damals herbeiführen und sagen wir, jenseits der taktischen Geplänkel, wo wir natürlich, was halt Opposition und Regierung machen, war das und ist das nach wie vor unsere Überzeugung, dass diese Waffe der Ukraine helfen könnte. Ich bin kein Waffenexperte. Meine Sorge ist, dass er ihr heute nicht mehr so viel helfen würde wie damals, wenn wir ihn, als wir darüber diskutiert haben, geliefert hätten. Warum? Wir haben, als andere Waffensysteme geliefert worden sind, Stichwort HIMARS, sehr beeindruckende Erfolge gesehen, die dann weniger geworden sind. Warum? Weil die Russen sich eben auch auf diese Waffen auf der Gegenseite leider einstellen. Deshalb ist meine Sorge, dadurch, dass ja auch von anderen Ländern die weitreichenden Waffen wie Storm Shadow und Sky geliefert werden, Russland sich eben auch auf diese weitreichenden, langfristigen Waffen mittlerweile besser einstellen konnte als damals. Das ist keine Ausrede, warum das nicht liefert. Aber ich fürchte, der Taurus wäre heute nicht mehr der Gamechanger, der er möglicherweise damals hätte sein können. Ich bin nach wie vor dafür, meine Fraktion in weit überwiegenden Teilen auch. Wir diskutieren aber nicht offen darüber, deshalb kann ich über die Gründe auch nur spekulieren, warum das nicht so ist. Möglicherweise tatsächlich, weil wir den Koalitionspartner haben, den Omid-Nur in der vorherigen Situation hatte. Es ist schwierig. Ich bin nach wie vor dafür, ihn zu liefern, aber im Moment ist da leider kein Vorkommen. Okay, jetzt haben wir natürlich das Problem, dass wir jemanden von der SPD sitzen haben. Hier sitzen haben, der jetzt gerade so ein bisschen den schwarzen Peter bekommt. Eine Nachfrage vielleicht aber nochmal an Sie. Spielt das eine Rolle? Wir haben ja Parteien wie das BSW, das ist politisch eine Partei, die das nicht so eine riesige Rolle spielt, aber auch eine AfD, die ganz klar sagen, wir sind gegen Waffenlieferungen, mit Angst vor der Eskalation des Konfliktes, man stimmt negative Folgen für Deutschland, große Kosten, die da im Prinzip mit dranhängen würden. Und die AfD ist eine Partei, die gerade wieder auch in Baden-Württemberg eine Menge politischen Erfolg erzielt. Könnte das eine Rolle spielen, dass man sich da nicht so richtig aus dem Fenster legen will und sagen, wir liefern jetzt dieses tolle Waffensystem, wo ja gesagt die Kosten kritisiert werden, aber auch kritisiert wird, dass es das eventuell näher in den Krieg mitbringen würde? ich habe gerade um Erlaubnis gebeten, dass ich kurz noch an die Mail dazwischen grätsche, bevor er dann nochmal antwortet. Das Ding ist folgendes. Als die Bundesregierung damals 500 Helme geliefert hat, gab es Leute, die gerufen haben, oh Gott, das führt zur Eskalation und zum Weltkrieg. Das System Putin basiert darauf, dass wir uns in die Hose machen. Und solange wir Angst haben, wird er gewinnen. Und deshalb ist die zentrale Frage nicht, lassen wir uns jetzt die ganze Zeit von den Drohungen von Russland einschüchtern, sondern helfen wir einfach der Ukraine so, damit dieser Krieg zu Ende kommt, weil die russische Seite irgendwann mal merkt, die können nicht einfach ein Land überbauen. Das ist das Ding. Die Frage vergessen, sorry, nochmal. Die Frage hat die AfD oder AfD. Ach so. Ja, indirekt, ich sage es vor der AfD der öffentlichen Meinung. Also, nein, Angst nicht. Man muss zur Kenntnis nehmen, das ist halt Fakt, dass in Ostdeutschland dieses Thema anders diskutiert wird als im Westen. Das ist aber für mich die Konsequenz, dass wir versuchen müssen, mit den Menschen in den Dialog zu gehen und zu erklären, warum wir das machen. Also wir haben alle kein Interesse daran, mit Russland in eine kriegerische Auseinandersetzung zu gehen.
testet Russland aus, wie weit es gehen kann. Und wir sind eben mit Russland nicht in einer Situation des absoluten Friedens, wie man sich das vorstellen würde. Und deshalb hilft auch die Strategie zu sagen, wir stecken den Kopf in den Sand und warten einfach, bis dieser Krieg vorbei ist und dann ist alles gut. Das hilft nicht. Wenn Russland in der Ukraine erfolgreich ist, geht es weiter. Es wird weitergehen. So. Und dann müssen wir eben überlegen, wann ist der richtige Zeitpunkt, das Stoppschild zu setzen. Der wäre schon vor vielen Jahren gewesen. Aber jeden Tag später, den wir versuchen, das Stoppschild zu setzen, wird der Preis dafür teurer und wird es schwieriger, dieses Stoppschild überhaupt noch in den Boden zu kriegen. Und deshalb hilft es nicht so zu tun, als ob wir diese Bedrohung aussetzen können. Diese Strategie haben mehrere Regierungen über Jahrzehnte hinweg versucht, hat nicht funktioniert. Und deshalb ist das, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hatte, Putin versteht nur Stärke. Und diese Stärke müssen wir eben zeigen. Und nicht durch Reden, sondern durch Taten. Deshalb haben wir auch gemeinsam das Verteidigungsbudget nach oben offen verabschiedet. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, wie die Diskussionen auch mit Donald Trump in den letzten Monaten gelaufen wären, wenn wir das nicht gemacht hätten. Also wir haben keine Angst vor der AfD, aber wir müssen die Dinge tun, die richtig sind und den Menschen eben versuchen zu erklären, dass Kopf im Sand stecken keine Option in diesem Konflikt ist. Okay, vielen Dank. Eine letzte Frage noch, damit wir noch langsam zu den Zuschauerfragen gehen können. Herr Dr. Khodorkovsky, Sie haben bei Ihrem ersten Besuch auch heute mit der klar gemacht, dass es mehr kommen. Sie haben damals auch schon gefordert, dass es bessere Waffenausrüstung gibt. Sie haben härtere Sanktionen gefordert, härteres Einschneiden gefordert. Sie haben aber auch gesagt, dass Ihrer Meinung nach generell sehr viel nötig ist, um diesen Konflikt zu beenden und auch später dann eventuell wieder in irgendeine Situation zu gehen, wo man sagen kann, wie gehen wir jetzt mit Russland um. Und Sie haben gesagt, da muss auch mehr aus der Gesellschaft kommen. Also neben Waffenlieferungen, neben Sanktionen, neben Energiepolitik muss auch mehr aus der Gesellschaft kommen. Sie haben als Beispiel Ihren Verein angeführt, der sich ja ehrenamtlich einsetzt und versucht, da Gutes zu tun. Können Sie das nochmal näher erläutern? Wo sehen Sie am Ende die richtige Vorgehensweise, um hier eine Lösung für diesen Konflikt herbeizuführen? Das ist eine sehr komplexe Frage, aber die Gefahr ist groß. Für die alle ist es erkennbar. Die Sache ist so, dass die in diese Konflikte, in die Ukraine-Verteidigung, muss alle Schichten von der Gesellschaft eingezogen werden. Nicht nur Regierung. Leider Regierung und europäische Regierungen, amerikanische, die Versprechungen sind nicht komplett ausgefüllt. Es ist etwas versprochen, aber ich glaube, diese 5.000 Hemden, die werden nicht geliefert. Die werden versprochen, wird nicht geliefert. Und sowas passiert in viele Sachen. Deswegen private Initiativen sind äußerst wichtig. Ich sehe gerade vor meinen Augen, wie diese Autos die Lebensretten für die Bevölkerung, die in einem Frontline leben, für die Soldaten, die verteidigen diese Bevölkerung, wie diese Autos sind gebracht, wie dieser Krieg ist geändert. Leider, Demokratie hat viele Nachteile vor autoritären Regimen. Es muss immer Gespräche geführt werden, Koalitionen, es gibt alles. Und wir sind langsamer als die Diktatoren. Die können ganz schnell ihre Entscheidungen umsetzen. Deswegen ist es äußerst wichtig, dass alle in die Gesellschaft versuchen, ihren Beitrag bringen. Wir konzentrieren sich auf diese Pickups, diese Geländewagen, die lebensrettende Maßnahmen für die armen Ukrainer. Okay, vielen Dank. Letzte Frage von unserer Seite an Herrn Ziem. Wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wir sind optimistisch und sagen, wir können es eventuell schaffen, diesen Krieg in naher Zukunft zu beenden, was haben wir denn dann für eine Perspektive? Vieles wird ja auch im Frust von Russland ankommen. Gibt es dort überhaupt eine realistische Perspektive für den politischen Wandel? Kann man mit denen in Zukunft, wahrscheinlich ohne Putin, aber wie kann man mit denen in Zukunft umgehen, um eine dauerhafte Bedrohung, wie es ja auch alle auf dem Foto skizziert haben, abzuwenden? Ist da überhaupt eine Perspektive dafür vorhanden? Господин Зимин, у нас последний вопрос именно к вам. Если мы сейчас настроимся на оптимистичный прогноз, и конфликт будет окончен, война будет окончена, какие перспективы по отношению к России мы можем ожидать? Какие отношения выстраивать с Россией в будущем? Как вы думаете? Оптимизм штука хорошая, но очень опасно строить на оптимистических ожиданиях свою
и смертельного врага, конкурента. Also sein Optimismus, der Optimismus von Herrn Sielen besteht daraus, dass er Hoffnung hat, dass es irgendwann auch gelingt, aus Russland keine Feinde, sondern einen Konkurrenten, Mitstreiter auszumachen. От Европы это потребует больших усилий, прежде всего в том, чтобы стать сильными, быть способными себя защитить. Von Europa wird natürlich auch viel dazu verlangt. Europa muss dann stark werden, um sich verteidigen zu können. И быть способными защитить своих союзников и тех, кого приручили. Und in der Lage natürlich auch sein, die Nachbarn und die Partner auch zu verteidigen, die Partnerländer zu verteidigen und die, wie man so gesagt schon gezählt hat, also die, mit denen man sehr enge Beziehungen aufgebaut hat. Я напомню, что, если есть время, что Евросоюз тратит на Украину меньше процента своего ВВП. Ich erinnere daran, dass Europa relativ wenig Geld für die Unterstützung der Ukraine auch zurzeit ausgibt. И потратить больше очень сложно, потому что социальные... 0,1%. И потратить больше сложно, потому что у всех бюджетные дефициты, у всех социальные программы. Mehr ausgeben ist ja auch schwierig, weil man natürlich auch soziale Programme hat und andere Verpflichtungen. Но если избиратели и политики не сделают выбор в пользу увеличения собственной силы, а значит в минус социальной программы мы всему прекрасно потому что если в Европе, Европа окажется неконкурентоспособной и бессильной. Wenn aber die Wähler ihre Entscheidung nicht zugunsten der Verteidigung auch treffen würden, dann wird Europa nicht mehr in der Lage sein, sich selbst zu verteidigen. Конкретно у нее есть враги, и бывший как бы зонтик Америка, как мы видим, теперь преследует свои интересы больше, чем интересы какие-то глобальные. Und Europa hat ja Konkurrenten und sie hat natürlich auch Feinde und sie hat unter Umständen auch keinen Schirm mehr in Form von den USA, was heutzutage auch sehr stark eigene Interessen auch verfolgt. Я предлагаю всем нам осознать реальность и немножко испугаться. Herr Selin wünscht uns allen, dass wir der Realität in die Augen schauen und vielleicht auch ein bisschen erschrecken. Ja, vielen Dank. Wir würden dann jetzt weitergeben an die Zuschauer. Wir haben natürlich viele Themen nur anreisen können. Es tut mir leid, es war zeitlich nicht mehr möglich. Wir hätten das 3 Tage stellen können. Aber wir wollen euch die Gelegenheit geben, auch Nachfragen zu stellen, Dinge, die euch besonders interessieren. Da können wir jetzt loslegen. Die Techniker sollen ein Mikrofon haben, was jetzt umgeht. Okay. Herr Nubenhol arbeitet jetzt bei der Technik AG. Vielen Dank. Zuerst mal hallo, ich wollte eine Frage an Sie richten, Herr Novipor. Sie hatten auch als Kurz zu China erwähnt gehabt und dessen Rolle und dass China und Russland im Grunde genommen trotz demokratischer Übereinstimmung im Grunde genommen sehr verschieden sind und verschiedene Interessen vertreten. Jedoch sehen wir jetzt immer mehr, dass insbesondere China Dual-Use-Güter liefert, insbesondere für Drohnen. Wir sehen, dass die Sanktionen über China übergangen werden und vor allem sehen wir, dass auch China scheinbar eine Aggression gegenüber Taiwan hegt. Und ich stelle jetzt die Frage, ob China diesen ganzen Ukraine-Russland-Konflikt im Grunde genommen nicht dazu nutzt, um sozusagen einen Testballon in den Raum zu werfen und schaut, wie weit es gehen kann. Und eine weitere Frage wäre, warum wir nicht dagegen unternehmen und uns weiter abhängig im Grunde genommen von China machen. Und frage mich, müssen wir nochmal auf die Schnauze fallen, weil wir machen uns weiter abhängig von China und sehen, dass auch sie
im Grunde genommen ja, territoriale Aggression hegen. Und das ist eine Frage, wie oft muss es denn noch passieren? Das waren ja alles rhetorische Fragen, wenn man ehrlich ist, und die Antwort auf alles ist ja, das teile ich. Die KP, also die Kommunistische Partei der Volksrepublik Chinas, schaut natürlich ganz genau, was hier passiert, und wenn Regelbrüche durch Russland ungeahndet bleiben, und die machen können, was sie wollen, nehmen sie das als Blaupause für sich. Das ist überhaupt keine Frage. Und deshalb ist es zentral, wenn im Übrigen Taiwan fällt, dann kostet die PlayStation, das ist jetzt mal ein lustiges Beispiel, 2.000 €, und zwar auf einen Schlag. Weil wir nicht genug Halbleiter haben, nicht genug Computerchips haben, ganz viel davon kommt aus Taiwan. Wenn man das jetzt in ernsthaften in Handys und in Computern und alles andere nimmt, ist es dramatisch. Und deswegen muss man da, wir verteidigen uns sehr viel mehr als die Ukraine, wenn wir der Ukraine helfen. Das stimmt alles, und ansonsten alles, über was die Abhängigkeiten gesagt haben, teile ich. Es ist ja auch in Europa angekommen, es gibt ja auch europäische Strategien, die jetzt zunehmend beschlossen werden, wie man Abhängigkeiten abbaut. Das Problem ist halt diese ganzen Rückfälle, weil man den langen Atem teilweise nicht hält. Und weil man dann der Meinung ist, jetzt machen wir aber jetzt doch noch einmal. Wir hatten einen riesen Streit mit Kanzler Scholz um die Frage, ob man Teile des Hamburger Hafens einer chinesischen Firma verkaufen darf. Wir halten das für irre. Wir haben dieselben Auseinandersetzungen beispielsweise bei 5G, Ausbau des Handynetzes. Da sind jetzt fast überall, kommen jetzt chinesische Anteile dran. Da kann die Kommunistische Partei davon Nutzen ziehen, allein das ist quasi schon Datenabsaugen für Big Data. Das kann man endlos durchbuchstabieren. Die Elektrofahrzeuge aus China, die ja Datenschrauber unterwegs sind, TikTok und so weiter und so fort. Das ist alles bedrohlich. Wir gehen aber damit zulässig um. Und das ist ein Riesenfehler, und das können wir sehr teuer bezahlen. Und wenn ich glaube, nochmal, 22 haben wir eigentlich schon mal lernen müssen, dass diese Abhängigkeiten verheerend sind. Wir müssen sie davon runterkommen. Bei Energie wäre es einfach, wir setzen auf Erneuerbare, die kosten sie am wenigsten und machen uns dann meistens unabhängig, aber es geht ja immer weiter. Darf ich mal eine Frage stellen? Wenn uns hier Le Chat, kennt ja niemand, ne? Le Chat. Also es ist eine AI wie ChatGPT, die heißt LE-SHAT, Le Chat auf Französisch. Le Chat ist die einzige europäische generative künstliche Intelligenz, die wir eigentlich zu wenig nutzen. Wenn wir sie nicht wenig nutzen, wenn wir sie nicht ausreichend nutzen, wird sie nicht besser. Wir nutzen alle amerikanisches Zeug oder sogar DeepSeek. Das kann man durchbuchstabieren. Es gibt keine einzige Kreditkarte, die nicht amerikanisch ist. Ja? Und deshalb, wir müssen einfach auch unsere eigenen Fähigkeiten aufbauen und verbessern und schnellstmöglich von diesen Abhängigkeiten. Also erstmal hallo und Dankeschön, dass Sie heute hier sind. Und ich hätte so eine bisschen persönlichere Frage, und zwar würde es mich interessieren, wie denn so die Umstände und die Gefühle der Bevölkerung vor Ort in der Ukraine aussehen. Also am besten so von denen, die auch regelmäßig da sind oder gerade vor Ort sind. Ich werde das fragen, wie die Stimmung ist, ne, von dem ukrainischen Volk. Dankeschön für die Frage. Господин Коваль, вы нас слышите? Вы включите, пожалуйста, микрофон, слышите нас, да? Скажите, пожалуйста, что-нибудь, чтобы мы вас слышали тоже. Скажите. Тараса нет возможности подключить, да, у нас? Только Борис, да? Господин Коваль, вы нас слышите? Боря, тебя не слышно, да? Мы вас не слышим. Скажите громче что-нибудь. Не чуем. Супер, классно. У нас вопрос, одна ученица задает вопрос, ей очень личного характера. Ей хотелось бы узнать, какой настрой у украинского населения на данный момент, на данном этапе войны. Вопрос, конечно, очень общий, но, может быть, вы сможете на него ответить. Так, я думаю, що я зможу відповісти. Населення все готове до подальшого спротиву, ніякого втрати духу, ніякого втрати свідомості чи там якоїсь розпачі немає. Бачите, ми пережили тотальне нанесення ударів саме по інфраструктурі цієї зими, коли були люті морози. Ворог намагався нас
залишити повністю без електрики, без опалення, без будь-яких інших засобів для переживання цієї зими. Але ми впоралися, ми пережили цю зиму і сплоченість народу залишається на високому рівні. І бажання саме до спротиву нікуди не поділося. Ми вважаємо себе незалежною державою і ніяким чином не хочемо далі бути під окупацією росіян. Danke, спасибо большое. Also Herr Kowal sagt, dass alle sind ja auch auf alles vorbereitet zurzeit in der Ukraine und keiner hat in irgendeiner Art auch die Stärke verloren, also daran, dass man das überstehen wird. Und es gibt keine auch Zerstreutheit, also im Gegenteil. Also Menschen werden ja auch immer stärker. Es war ein sehr, sehr harter Winter für die ukrainische Bevölkerung und es war klar, dass der russische Feind auch versucht hat, diese Stärke ja auch zu schwächen und Menschen auch zu brechen. Aber es ist nicht gelungen und sie sind weiterhin auch stark dabei und daran zu glauben, dass sie auch siegen werden. Ja, Barbara. Darf ich einen Satz sagen? Wir hatten hier gerade den lustigen Alarm, wo wir alle gelacht haben, diesen Warnalarm. Und dann klingt lustig. Die haben das stündlich und das ist nicht lustig, weil die nicht wissen, ob die Drohne oder die Rakete jetzt im Nachbarhaus einschlagen oder 4 Häuser weiter oder vielleicht auch aufs eigene Haus. Und trotzdem ist es so, nach 12 Jahren stehen die da noch und sagen, natürlich gewinnen wir das. Das ist irre. Und ich finde, mehr Respekt kann ich gar nicht formulieren. Это были аплодисменты вам, слава Украине. Героям слава! Тарас Шевченко jest momentalnie na ten przyjazd. Вітаємо Сталін Шевченка. Вітаємо. Тарас, бо тебе не чую. Чуєш? Ваш микрофон выключен. Тарас, ваш микрофон выключен. У тебя микрофон не работает. Jetzt vielleicht eine Frage, die vor allem für die ukrainischen Gäste interessant ist. Wie würden Sie zu einem direkten Kriegseintritt der NATO stehen und welche Konsequenzen würden alle dahinter befürchten? Господин Коваль, снова вопрос к вам от наших учеников. Как вы отнеслись бы к вторжению НАТО, прямому вторжению НАТО в Украину, участие в войне? Не зрозумів питання, ще раз, будь ласка. Я не віднесу до чого? Если бы, как бы вы отнеслись к тому, если бы войска НАТО вошли бы в Украину и помогли бы Украине напрямую, военным путем? Умовно буде позитивно. Будь-яка допомога нам зараз потрібна, тому що ворог переважає нас і в особовому складі, і в засобах озброєння, і в засобах ураження. По всім параметрам ворог нас переважає. Тому ми потребуємо будь-якої допомоги, в тому числі особовому складу. Це дуже важливе питання. Dякую. Herr Kowal sagt, also er würde das als Militärmann natürlich positiv sehen, weil die Unterstützung dringend notwendig ist, weil der Feind auch ziemlich stark ist. Ich muss dazu eins sagen, weil das keine Option ist für Deutschland. Die NATO ist dafür da, verbündete Mitgliedstaaten zu verteidigen. Das ist Teil des Vertrages danach. Und deshalb wird es keinen NATO-Eintritt geben, es sei denn, die NATO wird eingesetzt. Das ist kein Grund, der Ukraine nicht zu helfen, es wird die Dinge, wie wir können, aber das ist keine Option. Я могу сказать 2 слова, если можно. Ein paar Worte dazu.
очень понятна политическая проблема с НАТО, но мы опять видим реальность, что современная война, к современной войне страны НАТО не готовы. Даже Америка, готовясь напасть на Иран, допустила, мягко выражаясь, много тактических промахов и оказалась не готова к сопротивлению гораздо менее развитой страны. А боевой опыт сейчас приобретается на фронте. Сейчас самая продвинутая армия в мире – это украинская и российская. Никакого другого способа получить настоящий боевой опыт и знания современной войне нет, кроме как участия в ней. И то, что европейские страны не участвуют, это, с одной стороны, понятно, а с другой стороны, это при столкновении с Россией будет очень плохо. Вы это видели на недавних учениях, вы это видите сейчас в Иране. Не знаю, что с этим делать, но на то и политики, чтобы придумать, как решать сложные проблемы. Spasibo. Also Yasin meinte auch, man muss natürlich auch weiterhin in der Realität bleiben. Und die Realität ist, dass in dem modernen Krieg, so wie er geführt werden könnte, NATO-Länder, also Mitglieder von NATO, sind ja auch nicht bereit für sowas, weil keine Kriegserfahrungen auch vorliegen. Selbst bei dem Eingriff von den USA in Iran sind ja auch in den USA auch viele taktische Fehler unterlaufen. Sie waren ja auch nicht ganz bereit für den Widerstand. Und man muss ja auch betonen, dass heutzutage in Europa die einzige Armee, die tatsächlich über diese Kriegserfahrung verfügt, das ist nur die ukrainische Armee. Also deswegen ist es ja klar, dass einerseits ist es ja natürlich verständlich, warum die europäischen Länder, also die Länder, die NATO-Mitglieder nicht an Krieg teilnehmen, weil auch diese Kriegserfahrungen nicht vorliegen. Und andererseits muss man ja auch verstehen, dass Zusammenstoß, also dieser Zusammenstoß von NATO und Russland natürlich keine gute Option ja auch darbietet. Und weiterhin, wie gesagt, nochmal betonen, die einzige Armee heutzutage in Europa, die über die Erfahrung, die Superarmee ist und über die Erfahrung verfügt, das ist die ukrainische Armee. Ich wollte ganz kurz dazu sagen, in anderen Worten, Ukraine verteidigt uns allein mit gewisser Hilfe, mit gewisser Unterstützung. Und was wollte ich nochmal betonen, dass die westliche Armee überhaupt nicht bereit mit einer Macht einer Armee zu treffen, wo die Leben von Soldaten kostet gar nichts. Und die sind bereit zu opfern bis zum geht nicht mehr. Und für sowas westliche Armee überhaupt nicht bereit. Und bezüglich die NATO, mir ist es schon klar, das ist nicht möglich. Und wir können unsere 30 Jahre von 20. Jahrhundert nehmen, wo die demokratischen Länder haben angefangen, sich zu verteidigen, sehr spät. Das können wir auch erleben. Und momentan Situation ist so, dass gibt es Freiwillige in der ganzen Welt, die kämpfen für Ukraine, die geben ihr Leben für Ukraine und für westliche Demokratie. Das war's. Gibt es vielleicht eine spezielle Frage an Herrn Lubipo oder Herrn Krug? Weil beide haben noch Anschlusstermine und haben nicht mehr so viel Zeit. Ich rede die ganze Zeit dazwischen, ich glaube das letztes Mal. Das Ziel muss natürlich sein, dass am Ende des Tages der Ukraine der Weg offen bleibt und sie auch Mitglied der NATO werden können und der EU auch. Das ist ja auch, worum es geht in diesem Krieg, dass die Ukraine ihre Bündnisse selber aussuchen darf und dass es nicht Moskau entscheidet. Kann ich jetzt noch eine Frage stellen? Ja. Das habe ich auch noch nicht gehört. Also es gibt ein Problem und daraus folgen zwei Fragen für mich. Einmal, also wir
Ich meine, wir sind einen sehr hohen Anteil an Erdöl vom Iran und die Preise werden immer teurer und das macht die deutschen Bürger wirklich sehr unzufrieden. Und dann wäre meine Frage für die ukrainischen Gäste, würden die Ukrainer uns das aber dann verzeihen, würden wir dann mehr Ressourcen von Russland beziehen? Also unser Anteil aus dem Iran ist gar nicht so hoch, dass 90% dessen, was durch die Straße von Hormuz geht, geht nach China. Deshalb haben die gerade das größere Problem als wir Europäer. Heißt nicht, dass wir kein Problem haben, sehen wir ja jeden Tag an den Tankstellen, was die Auswirkungen davon sind. Aber es ist jedenfalls in dem Fall mal so, dass unsere Abhängigkeit jetzt von diesem Konflikt überschaubar ist. Trotzdem haben wir natürlich ein Problem, wo wir versuchen, auch mit den politischen Mitteln, die es ja gibt, über Kartellamt, über Beschlüsse, wie oft darf auch ein Unternehmen auch die Preise an den Tankstellen erhöhen, dass wir versuchen, dagegen zu stemmen. Aber das ist für mich jetzt zu sagen, wir importieren dann lieber aus Russland, ist für mich keine Option. Ich denke, für dich wahrscheinlich auch nicht. Kannst du sagen. Ich meine, die Logik der Frage ist ja, wir beziehen nichts aus Russland für die Ukraine. Und deshalb die Frage, die Verteilung, wir würden uns selber nicht verteilen. Weil wir von selbst, unser Interesse ist, dass wir nicht diese Abhängigkeiten hochfahren. Unser Interesse darf nicht sein, dass die russische Seite einfach Gas und Öl abdrehen kann, dann sie Bock hat. Und das haben sie in der Vergangenheit halt immer wieder gemacht. Und deshalb ist, wir würden wirklich, wie heißt es, vom Regen in die Traufe kommen, wenn wir jetzt sagen, wegen der Preise gehen wir jetzt zurück in die russische Abhängigkeit. Das sollten wir auf keinen Fall machen. Es gibt viele andere Möglichkeiten, man muss ganz dringend helfen, damit die Preise an den Zapfsäulen so nicht sind, wie sie sind. Und im Übrigen, ich finde das wirklich obszön, dass die Preise ansteigen an den Zapfsäulen, bevor überhaupt der Ölmarkt hochgeht. Und jetzt dann fällt der Ölpreis um $30 und da passiert gar nichts an den Preisen. Das ist nicht mehr normal, das ist wirklich pervers. Da muss man reingehen, das hat eine andere Priorität als weitere Abhängigkeiten. Vielen Dank für die ganze Vorstellung erstmal. Großen Respekt erstmal an die Politik überhaupt, dass jetzt in zwei großen Konflikten, also Iran und jetzt auch unter den Russland-Konflikt, überhaupt das auch mäßig gut gehandelt wird. Jetzt wäre meine Frage natürlich erstmal, wir sehen ja, dass die Spritpreise sind ja hochgegangen, also direkt anzuschließen. Inwiefern, also warum sind die Spritpreise jetzt so krass gestiegen, aber halt nur in Deutschland? Also ich meine, in Tschechien haben wir immer noch niedrige Preise, in halt anderen Ländern in Europa sind die Preise nicht so hoch. Das wäre jetzt meine erste Frage, warum sind dann hier die Spritpreise so hoch? Und dann eine andere Frage, inwiefern hat dieser der Krieg zwischen Israel, USA und Iran jetzt auch unsere Politik eingeschränkt in Bezug auf den Ukraine-Russland-Konflikt? Also wo ist jetzt eher so der Höhepunkt, also worüber wird mehr geredet in der Politik und ist dieser Ukraine-Russland-Konflikt auch sozusagen ein bisschen nach hinten gefallen und nicht mehr so wichtig geworden? Also wir hatten ja noch, ich will das jetzt gerade vergleichen, es hat teilweise anders, aber wir hatten ja dieselbe Situation, deutlich über 2 Euro ein Liter, auch 22 vor 4 Jahren, als der Krieg in der Ukraine so eskaliert ist. Wir haben damals 2 Sachen gemacht. Wir haben einmal für 3 Monate einen Tankrabatt eingeführt und wir haben ein 9-Euro-Ticket eingeführt, was heute jetzt in Deutschland ist, mit zu anderen Preisen. So. Jetzt sitzen die zusammen und überlegen, wie man helfen kann und die werden sich ihre eigenen Wege überlegen und dann werde ich erklären, warum ich es doof finde. Aber Hauptsache, es ist halt egal. Hauptsache die Preise gehen runter. Und ehrlich gesagt, für beides. Sowohl für öffentliche als auch für Benzinpreise. Die andere Frage ist, es ist natürlich auch für Putin hilfreich, nicht nur weil die Ölpreise steigen, sondern es ist auch für Putin hilfreich, weil es Aufmerksamkeit abzieht von der Ukraine. Und die Zentrale, ich bin seit dem Iran aufgewachsen, ich kann stundenlang hier Herzblut vergießen. Ja? Und das tut echt weh, wir sind den ganzen Abend immer beschäftigt, irgendwelche Verwandten zu erreichen und sie noch leben. Das ist jenseits vom Erträglichen.
Die wichtigste Auseinandersetzung für die Friedensordnung in Europa ist die um die Ukraine. Und das ist höchste Priorität und muss auch höchste Priorität haben für deutsche Politik. Heißt nicht, dass man das andere nicht behandeln soll. Aber es gibt nichts Wichtigeres, wenn wir Frieden in Europa halten wollen, als dass die Ukraine diesen Krieg führt. Kann ich alles nur unterstreichen. Ich glaube, wir haben eine Situation, in der in Deutschland sehr oft eine Entkopplung stattfindet vom Spritpreis und dem, was weltpolitisch gerechtfertigt ist. Insbesondere, das kennen wir ja alle, wenn Ferienbeginn ist, Ferienende, wundersamerweise, egal wie der Ölpreis ist, gehen dann auf einmal die Preise nach oben. Ich finde, das ist Sauerei, es nervt mich seit Jahren und ich finde auch, dass wir da, ich bin wirklich jetzt als, das unterscheiden wir uns ja politisch dann vielleicht in keiner, der immer sagt, wir müssen jetzt Unternehmen irgendwie Übergewinne weggesteuert oder sowas. Aber das geht mir wirklich richtig auf den Sack, dass das jedes Mal bei solchen Konflikten stattfindet, dass das auch am Wochenende stattfindet. Und ich glaube, egal wer der Regierung ist, jetzt sind wir gerade dran, aber wir müssen uns da was einfallen lassen, weil das wirklich nicht mehr akzeptabel ist. Und das ist, wenn man dann mal hinschreibt und mal versucht, mit dem Kontakt aufzunehmen, kriegt man noch nicht mal eine Antwort. Also es ist wirklich kackenpreis, was da passiert. Und deshalb sind wir da als Politik gefordert, dass wir das grundsätzlich lösen. Es gehört zur Wahrheit dazu, der Steueranteil in Deutschland ist besonders hoch, höher als in vielen anderen Ländern. Deshalb kann man über kurzfristige Dinge reden. Wir wissen natürlich auf der anderen Seite auch, wenn wir jetzt beschließen würden, wir senken den jetzt dauerhaft, haben wir wieder im Haushalt an anderen Stellen Löcher. Also wir müssen eine Lösung finden, die den Verbrauchern hilft, die uns aber auch nicht neue Probleme im Haushalt schafft. Das ist das eine. Und das andere ist, in der Tat richtig beschrieben, ist natürlich, das merkt man ganz normal, wenn man sich die Tagesordnung vom Auswärtigen Ausschuss anguckt, vom Bundestag. Da findet im Moment relativ wenig Ukraine und sehr viel Iran statt. Das ist auch okay, darf aber nicht dazu führen, dass wir das aus den Augen verlieren. Weil das ist genau das Interesse, hat auch nicht richtig beschrieben, das Russland hat, das China hat, mit Blick auf Taiwan. Und deshalb müssen wir immer wieder auch uns selbst ermahnen, dass wir natürlich auf die aktuellen Themen aufspringen, aber das darf nicht dazu führen, dass wir selbst nur noch über diese Themen reden. Okay, aufgrund der Zeit maximal eine Frage schaffen wir noch. Dann müssen wir leider abbrechen. Also einen wunderschönen guten Tag erstmal. Ich hatte eine Frage an den Herrn Koch, und zwar Sie haben vorhin gesagt, dass die Kriegsthemen im Osten anders diskutiert werden und im Osten lebt ja ein großer Teil der Bevölkerung, der auch wählen darf. Meine Frage wäre jetzt gewesen, warum man nicht mehr Fokus darauf legt, die Leute im Osten besser aufzuklären bzw. besser zu informieren. Es freut mich sehr, dass Sie keine Angst haben vor einem steigenden Rechtsdruck in Deutschland, aber ich persönlich habe schon Angst vor einem steigenden Rechtsdruck. Ich habe ja nicht gesagt, dass ich keine Angst vor einem erstarkenden Rechtsextremismus habe, sondern ich habe nur gesagt, wir dürfen unsere Entscheidungen keine Angst davor haben, wie das bei Menschen ankommt, sondern wir müssen mit den Menschen in den Dialog gehen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was der soziologische Grund ist, warum jetzt die Ostdeutschen über Russland völlig anders denken als jetzt zum Beispiel die Ukrainer, die Polen, die Rumänen, die Bulgaren, die Tschechen, die zu Russland eine ganz klare Position haben. Und die eben sagen, das sind übrigens die Länder, auf die wir jahrelang nicht gehört haben, auch bei Nord Stream 2, die gesagt haben, macht euch nicht abhängig von Russland. So, also es ist jetzt keine Frage des Ostens geografisch gesehen, sondern wir haben in Ostdeutschland eine andere Wahrnehmung von Russland als das, was noch weiter im Osten ist, die sehr lange und sehr klar Russland eben auch als Bedrohung gesehen haben. Und deshalb ist es unsere Aufgabe, dass wir mit den ostdeutschen Menschen ins Gespräch kommen, dass wir ihnen klar sagen, warum wir das tun, was wir tun. Und ja, mir macht dieser steigende Rechtsextremismus auch Sorgen. Ich glaube aber, dass man ihn bei vielen Menschen noch wieder sozusagen begradigen kann, indem man eben ins Gespräch geht. Realistischerweise nicht mehr bei allen, das muss man leider auch dazu sagen. Aber wir müssen dieses Gespräch suchen. Und deshalb glaube ich, ist aber die Entscheidung zu sagen, wir treffen eine Entscheidung nicht, die wir für richtig und notwendig erachten, weil das möglicherweise die AfD stärken könnte, ist trotzdem für mich der falsche Ansatz. Sondern wir müssen dann erklären und für unsere Position werben. Und das darf nicht dazu führen, dass wir der AfD die Macht geben, wenn sie gar nicht in der Regierungsmacht ist, uns dann sozusagen einzuschränken, welche Entscheidungen wir treffen. Okay, dann herzlichen Dank. Wir sind am Ende der Veranstaltung angekommen. Ich möchte mich
ganz herzlich bedanken bei unserer Technik-AG, die heute vieles möglich gemacht hat. Bei den Mitgliedern von dem Verein von der Dr. Kalakowski und Kalle bei den Kolleginnen und Kollegen, die mir heute geholfen haben bei der Organisation, gerade heute vor Ort. Und ich bedanke mich bei Frau Monas für eine tolle Unterstützung. Und natürlich bedanken wir uns ganz speziell bei unseren Gästen heute, den beiden Herren vor Online. Das hat leider nicht alles 100% geklappt. Trotzdem super, dass Sie teilgenommen haben. Vielen Dank für Ihre Zeit. Wir wissen, dass es eine ganz schwierige Zeit ist. Спасибо вам большое, что вы подключились в такое трудное время к нам, и что мы... Сегодня не все сработало с техникой, но большое спасибо, что вы были с нами. Берегите себя, пожалуйста. Слава Украине. Все будет Украина. Videos, wo auch die Materialien von Einheiten vorkommen. Das wollen viele gar nicht sehen, die Realität, das kann ich euch sagen. Deswegen da vielen Dank nochmal. Und dann noch vielen Dank an unsere vier Herren hier auf dem Podium, Herrn Nubikur, Herrn Koch, bei der aktuellen Wahlschaft, Ende Zeit. Deswegen vielen Dank an die Kunstgemeinde. Und natürlich auch Herr Zimi, Herr Dr. Kalakowski. Vielen Dank, dass Sie uns diese Einladung angeboten haben. Wir würden gerne schließen am Ende. Darum hat auch der Dr. Kalakowski gebeten, auch im Respekt für die beiden Herren hier und für die, aus Respekt für die vielen Opfer der Ukraine und der Zivilgesellschaft, dass wir ganz am Ende nochmal ganz kurz eine kleine Schweigeminute einlegen und dann. Ja, ich wollte Gedanken machen um die Leute, die haben ihre Leben gegeben für Demokratie und Freiheit. Nicht nur Ukraine, sondern Europa. Es ist nicht nur Ukraine, sondern die Freiheit hier. Hier ist es ein Maidan, ein Platz in der Stadtmitte, wo für eine Fahne gibt es, für eine Gefallene gibt es eine Fahne. Und Sie können jetzt ein unendliches Feld von Fahnen um die Gefallenen. Und Sie können hier auch eine deutsche Fahne sehen. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Vielen Dank auch für eure Fragen und gebt mir gerne Rückmeldung zu der Veranstaltung, gerne auch für die weiteren Veranstaltungen.